Im Jahr 2005 lernte Helen Reyes Jerry Skiba kennen. Ihre Beziehung entwickelte sich rasant und bald darauf erfuhr Helen, dass sie schwanger war. Am 6. Juli 2006 brachte die 26-jährige Helen in Raleigh, North Carolina, ihre Tochter Tegan Alice Skiba zur Welt. Das Mädchen kam gesund zur Welt, mit kastanienbraunen Haaren und braunen Augen. Zu Hause wurde sie liebevoll Tiggy genannt. Kurz nach Tegans Geburt begann sich die Beziehung ihrer Eltern rapide zu verschlechtern. Zum Zeitpunkt der Geburt ihrer Tochter kannte Helen Jerry seit etwas mehr als einem Jahr. Alles entwickelte sich zu schnell und sie ignorierte lange Zeit die Warnsignale. Aber mit der Geburt von Tegan wurde klar, dass ihre Beziehung am Ende war. Fast unmittelbar nach der Entlassung aus dem Krankenhaus begann Jerry, Helen gegenüber aggressiv zu werden und sie beschloss schließlich, die Beziehung zu beenden. Nach der Trennung zeigte der junge Mann kein besonderes Interesse daran, am Leben seiner Tochter teilzunehmen. Für jedes Kind ist der Verlust eines Elternteils in jungen Jahren eine schwere Prüfung. Aber Tegan hatte Glück. Jerrys Eltern, Gerald und Sarah Skiba, übernahmen bereitwillig die Rolle der fürsorglichen Großeltern. Sie taten alles, um die Abwesenheit ihres Sohnes zu kompensieren und unterstützten gleichzeitig Helen. Allmählich begann sie, sich immer mehr auf sie zu verlassen. Sie halfen bei der Kinderbetreuung und verbrachten gerne Zeit mit ihrer Enkelin. Mit anderen Worten, die Beziehung zwischen Helen und dem älteren Ehepaar war nicht nur praktisch, sondern auch wirklich herzlich. Die Jahre vergingen und Tegan wuchs zu einem neugierigen und liebevollen Mädchen heran. Sie liebte Prinzessinnen und mochte besonders die Farbe Lila. Außerdem fühlte sie sich immer zur Natur hingezogen. Sie spielte gerne im Garten ihrer Großmutter und beobachtete stundenlang Schmetterlinge und Marienkäfer. Jeder, der sie damals sah, bemerkte ihre Freundlichkeit und ihr warmes Lächeln. Laut ihrem Großvater hob allein ihre Anwesenheit die Stimmung und wärmte die Seele. Wenn es nur nach ihren Großeltern gegangen wäre, hätten sie Tegan gerne in ihre Obhut genommen, um ihr ein sicheres, glückliches Leben zu ermöglichen. Ein Leben, das sie wirklich verdient hatte. Aber Helen Reyes hatte andere Pläne. Nach der Trennung von Jerry blieb sie eine Zeit lang allein. Aber Anfang 2010 änderte sich ihr Leben erneut. Sie lernte den 21-jährigen Jonathan Douglas Richardson kennen. Wie in ihrer vorherigen Beziehung entwickelte sich alles sehr schnell und bald zogen sie zusammen. Später erinnerte sich Helen, ich kümmerte mich um ihn und hatte das Gefühl, mich langsam zu verlieben oder bereits verliebt zu sein. Aber wie im Fall von Jerry gab auch ihr neuer Partner Anlass zur Sorge. Zu diesem Zeitpunkt verbüßte Tegans Vater eine Haftstrafe wegen Handels mit illegalen Substanzen. Auch Jonathan hatte eine kriminelle Vergangenheit. Er wurde wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung verurteilt. Diese Anklagen erhielt er nach einem Streit mit seiner Ex-Freundin im November 2007, als er die Windschutzscheibe ihres Autos zertrümmerte. Im Jahr 2008 wurde er erneut verhaftet. Zunächst wegen verbaler Drohungen, ein leerstehendes Gebäude in Brand zu setzen und dann wegen Trunkenheit am Steuer. Allerdings gehörte Jonathan zu den Menschen, die ihre Instabilität vor ihrer Umgebung verbergen konnten. Nach Angaben seiner Verwandten schrie er oft und ging auf Helen los, wodurch sie still und niedergeschlagen wurde. Doch trotz der offensichtlichen Anzeichen für Jonathans missbräuchliche Neigungen verstrickte sich Helen immer tiefer in ihre Beziehung. Außerdem erlaubte sie ihm, Zeit mit Tegan zu verbringen. Er schien ihr der Mann zu sein, mit dem sie eine Familie gründen konnte, und alles andere war ihr egal. Bald nach Beginn der Beziehung entfernte sich Helen von der Familie Skiba. Sie reagierte nicht mehr auf ihre Anrufe und Nachrichten. So wurden die Menschen, die ein fester Bestandteil von Tegans Leben waren und Helen in den schwierigsten Zeiten unterstützt hatten, gegen ihren Willen ausgeschlossen. Für die Skiba war das ein echter Schock. Sie begannen, nach rechtlichen Möglichkeiten zu suchen, um das Recht auf Umgang mit ihrer Enkelin zurückzugewinnen. In North Carolina ist es für Großeltern jedoch äußerst schwierig, das Sorgerecht oder auch nur regelmäßige Besuchsrechte zu erhalten, wenn beide Elternteile des Kindes noch leben. Wie Tegans Großmutter später sagte, man muss einfach zu viel beweisen. Helen ging jedoch noch einen Schritt weiter. Sie brach nicht nur den Kontakt zu Tegans Familie väterlicherseits ab, sondern auch zu ihren eigenen Eltern. Zu dieser Zeit lebte sie noch bei ihnen und versuchte auf eigenen Beinen zu stehen,
Aber zu Hause wurde die Situation immer angespannter. Ihre Familie lehnte Jonathan ebenso wie die Sheba kategorisch ab, was zu ständigen Konflikten führte. Im Juni 2010 kam es zu einem heftigen Streit zwischen Helen und ihrer Mutter Maria, nachdem Helen endgültig beschloss, von zu Hause auszuziehen und zu Jonathan zu ziehen. Diese Entscheidung war ein Wendepunkt. Tegan, die von Fürsorge und Unterstützung umgeben war, war plötzlich völlig abgeschnitten von allen, die sie aufrichtig liebten und beschützten. Der Umzug zu einem neuen Partner nur wenige Monate nach dem Kennenlernen war eine äußerst unverantwortliche Handlung, insbesondere wenn es sich um die Mutter eines kleinen Kindes handelt. Die Beziehung zu Jonathan war noch ganz frisch. Helen kannte ihn kaum und, was noch wichtiger war, sie hatte keine Vorstellung davon, wie er zu ihrer Tochter stehen würde. Außerdem war unklar, ob diese Beziehung lange halten oder schnell enden würde, wie eine flüchtige Romanze. Besonders beunruhigend war jedoch, dass Helen bereits von Jonathans Jähzorn, seiner Grobheit und seinen gelegentlichen Schikanen wusste. Trotzdem beschloss sie, umzuziehen, aber es gab noch ein anderes Problem. Jonathan hatte keine geeignete Unterkunft, weder eine Wohnung noch ein Haus, nichts. Er lebte in einem umgebauten Schuppen auf dem Grundstück seiner Großeltern. Es war ein kleiner Raum von etwa 6 Quadratmetern mit einem Blechdach, etwa 45 Meter vom Haupthaus entfernt. Seine Großeltern erlaubten ihm, dort zu wohnen, in der Hoffnung, dass er sein Leben in Ordnung bringen könnte. Aber warum lebte er bei ihnen und nicht bei seinen Eltern? Nun, Jonathans Beziehung zu seinem Vater und seiner Mutter war äußerst angespannt. Seine Mutter, Sandy Creech, wurde einst beschuldigt, einen Killer angeheuert zu haben, um seinen Vater, Doug Richardson, zu töten. Letztendlich stand Sandy vor Gericht und Doug überlebte nur durch ein Wunder, nachdem er eine Schusswunde am Kopf erlitten hatte. Zu diesem Zeitpunkt war Jonathan erst 1 Jahr alt, aber diese Tragödie hinterließ tiefe Spuren in der ganzen Familie. Nach dem Vorfall ging das Sorgerecht für Jonathan auf seinen Vater über, der seinen Sohn laut Erinnerungen kalt und grausam behandelte. Sandy wiederum litt unter psychischen Erkrankungen und hatte Probleme mit illegalen Substanzen, weshalb sie ihrem Kind kein stabiles Leben bieten konnte. Aus diesem Grund landete Jonathan in eben diesem Schuppen im Garten seiner Großeltern. Es war sein einziger Zufluchtsort. Insgesamt konnte der Schuppen, in dem Jonathan lebte, höchstens als vorübergehende Unterkunft für einen hoffnungslosen jungen Mann dienen, aber er war für die Erziehung eines 3-jährigen Kindes völlig ungeeignet. Das Gebäude hatte eine burgunderrote Tür und 4 Fenster, 2 vorne und 2 hinten. Im Inneren gab es Strom, aber keine Wasserleitung und keine Sanitäranlagen. Großmutter und Großvater erlaubten manchmal, ihre Toilette zu benutzen. Nach allgemeiner Beobachtung geschah dies jedoch äußerst selten. Meistens verrichteten die Bewohner des Schuppens ihre Notdurft direkt darin. Es gab auch keine Küche und keinen Platz zum Kochen. Und angesichts der übrigen Einrichtung war das vielleicht sogar besser so. Helen, Jonathan und die kleine Tegan schliefen zu dritt auf einer aufblasbaren Matratze, die direkt auf dem Boden lag. Trotzdem erinnerten sich die Nachbarn daran, dass Tegan in der Scheune nicht völlig unglücklich zu sein schien. Sie sahen das Mädchen oft auf der Straße spielen und im Hof herumlaufen. Helen versuchte ebenfalls, eine glückliche Familie darzustellen und äußerte sich positiv über Jonathan. Sie bezeichnete ihn als die wichtigste Vaterfigur im Leben ihrer Tochter und sagte, dass er zwar manchmal streng war, aber zeigte, dass er sie liebte und sich um Tegan kümmerte. Außerdem erinnerte sich Helen, dass sie ihm vertraute und seinen Worten glaubte. Aber all das war nur Teil einer Illusion, an die Helen selbst glaubte und von der sie auch ihre Umgebung überzeugen wollte. Hinter der Fassade verbarg sich eine düstere Realität. Jonathans Verhalten war unberechenbar. Er bedrohte und erniedrigte nicht nur Helen, sondern auch andere Mitglieder seiner Familie. Seine eigene Großmutter gab zu, dass sie immer Angst vor ihm hatte. Er war grausam zu allen, die ihm nahe standen, und die kleine Tegan war keine Ausnahme. Helen behauptete, dass sie versucht habe, Grenzen zu setzen, um ihre Tochter zu schützen, aber es ist offensichtlich, dass der Schutz des Kindes nicht ihre Priorität war. Einmal steckte Jonathan Tegan Rauchen illegaler Substanzen in den Mund, stellte ihr eine Dose Bier hin und befahl ihr zu trinken. Helen machte ihn darauf aufmerksam, aber er ignorierte ihre Worte.
Insgesamt wurde Tegan, die zu diesem Zeitpunkt erst 3 Jahre alt war, wiederholt zum Alkoholkonsum gezwungen. Da es in der Scheune keine Toilette gab, kam es außerdem regelmäßig zu Zwischenfällen. Sie hatte einfach keine Wahl. Oft schlief Tegan in ihren eigenen Exkrementen. Das Mädchen wuchs unter Bedingungen auf, unter denen es weder Hygiene noch elementaren Komfort gab. Für solche Dinge bestrafte Jonathan sie streng. Tegan erlitt oft mysteriöse Verletzungen, gerade wenn sie mit Jonathan allein war. Einmal ging Helen in einen Laden und ließ ihre Tochter mit ihm allein. Als sie zurückkam, hatte Tegan eine Wunde am Kopf. Jonathan sagte, das Mädchen sei vom Fahrrad gefallen. Ein anderes Mal gingen sie mit Jonathan an den Strand und Tegan verletzte sich am Auge. Laut Jonathan war eine Welle schuld daran. In einem weiteren Fall kam Helen nach Hause und sah das Mädchen voller Schürfwunden. Sie erinnerte sich: Ich ging hinein, nahm meine Tochter in die Arme, umarmte sie und sagte ihr, dass ich sie liebe. In diesem Moment erklärte Jonathan, dass er sie dafür bestraft habe, dass sie sich auf seinen Stuhl übergeben hatte. Er sagte, er habe mehrmals das Kabel eines Elektrogeräts hochgezogen. Helen behauptete, dass sie körperliche Gewalt kategorisch ablehnte und jedes Mal mit Jonathan stritt, wenn er die Hand gegen das Mädchen erhob. Doch trotz ihrer Worte sprachen die Fakten eine andere Sprache. Helen lebte weiterhin mit ihm zusammen und ließ dies somit zu. Anfang Juli 2010 wurde Helen klar, dass sie einen Ort finden musste, an dem Tegan wohnen konnte, während sie nach New Mexico ging, um eine Ausbildung bei der Armeereserve zu absolvieren. Sie stand vor der Wahl, ihre Tochter bei Gerald und Sarah Skiba zu lassen, die ihre Enkelin aufrichtig liebten und ihr immer halfen, sie ihren eigenen Eltern anzuvertrauen, die Tegan seit ihrer Geburt unterstützt hatten, oder das Mädchen an bewährte Freunde der Familie zu übergeben. Aber Helen wandte sich an keinen von ihnen. Sie entschied sich für die gefährlichste Option: Tegan bei Jonathan zu lassen, einem Mann, den sie selbst fürchtete, einem Mann, der Hand an sie legte und sie zum Trinken zwang. Und man muss sagen, dass Jonathan sich nicht geändert hatte, als er die Möglichkeit bekam, 10 Tage lang auf Tegan aufzupassen. Stattdessen fügte er ihr so schreckliche Qualen zu, dass die Mitarbeiter des Krankenhauses und der Strafverfolgungsbehörden später ihre Tränen nicht zurückhalten konnten. In diesen 10 Tagen fügte Jonathan ihr unvorstellbares Leid zu. Zum Beispiel hielt er sie an den Händen fest und schlug sie mit einem Stromkabel. Irgendwann versuchte Tegan so verzweifelt, sich zu befreien, dass sie sich mehrere Knochen in der Hand und im Handgelenk brach. Einmal kam Jonathans Großmutter zum Schuppen und bemerkte, dass die Schwelle mit Fäkalien verschmutzt war. Sie klopfte an die Tür und hörte sofort, wie ihr Enkel Tegan schroff befahl, nicht zu öffnen. Anstatt das Mädchen ins Haus zu bringen, wo es eine Toilette gab, hielt er sie weiterhin im Schuppen fest und zwang sie, sich zu gedulden, was unweigerlich zu neuen Zwischenfällen führte. Auf einem Video, das Jonathan um 2:31 Uhr morgens am 10. Juli 2010 aufgenommen hatte, stand Tegan in einem rosa Hemd und einer dunklen Hose an der Wand und hielt ihre Hände vor sich. Sie wiederholte immer wieder denselben Satz: Wenn ich auf die Toilette muss, verspreche ich, dass ich es jemandem sage. Jonathan forderte sie auf, lauter zu sprechen, und sie wiederholte gehorsam immer wieder denselben Satz, obwohl bereits klar war, dass er sie nicht nur quälte, sondern auch auf Video aufzeichnete. Eine seiner grausamsten Handlungen war wohl das, was er mit ihren Fingern machte. Er hielt sie mit einem zangenähnlichen Werkzeug fest, damit sie sich nicht befreien konnte, steckte dann einen Gegenstand unter ihren Fingernagel und zog daran, bis der Nagel abging. Außerdem biss er sie und riss ihr Hautstücke heraus. In anderen Momenten zwang er sie einfach, es zu ertragen. Mit anderen Worten, es gab nichts, was er nicht getan hätte. Dass Tegan es schaffte, auch nur einen Tag mit ihm zu leben, geschweige denn 10, zeugte von der unglaublichen Stärke ihres kleinen Geistes. Aber selbst sie konnte solche Qualen nicht unendlich lange ertragen. Am 16. Juli 2010, nur 1,5 Wochen nach ihrem 4. Geburtstag, kam es zu einem Zwischenfall auf der Matratze, die sie sich mit Jonathan teilte. Er geriet in Wut, griff nach einem Verlängerungskabel und schlug so hart zu, dass sie angesichts ihrer bereits bestehenden Verletzungen das Bewusstsein verlor. Als Jonathan erkannte, dass er zu weit gegangen war, brachte er sie ins Krankenhaus.
Als Tegan in die Notaufnahme gebracht wurde, war das medizinische Personal schockiert über das, was es sah, und verlangte sofort eine Erklärung. Jonathan behauptete, das Mädchen sei auf einer Matratze herumgesprungen und dabei gestürzt. Er habe ihr Eis aufgelegt, aber als die Schmerzen nicht nachließen, habe er beschlossen, sie ins Krankenhaus zu bringen. Der Zustand ihres Körpers sprach jedoch eine ganz andere Sprache. Das Ausmaß der Verletzungen, die Tegan erlitten hatte, war unbeschreiblich. An ihrem Körper wurden mehr als 140 Verletzungen festgestellt. Kleine Schnitte, Abschürfungen, Spuren, Narben. Mehr als 60 davon waren Spuren von menschlichen Bissen. Ihre Handgelenke waren gequetscht, an den Druckstellen wurden Blutergüsse und Verletzungen festgestellt. Aufgrund der zahlreichen Verletzungen verlor Tegans Körper mehr als 70% seines Blutes. Die inneren Verletzungen waren nicht weniger schrecklich. Die Traumata verursachten massive Schwellungen und Blutungen. In all den Jahren, in denen Fälle von Misshandlung bekannt wurden, ist es schwierig, ein Beispiel zu finden, das ebenso schwerwiegend und barbarisch ist. Einer der Ärzte sagte, dass er in 25 Jahren seiner Tätigkeit noch nie etwas Vergleichbares gesehen habe. Es gab fast keinen Teil ihres Körpers, der nicht verletzt war. Es handelte sich nicht nur um schwere Verletzungen, sie waren schockierend und grauenhaft. Als Jonathan gleichgültig erklärte, sie sei von der Matratze gefallen, glaubte ihm niemand in der Abteilung auch nur eine Sekunde lang. Die Krankenschwester Mary Butler war so schockiert über Tegans Zustand, dass sie Jonathan direkt nach der Ursache ihrer Verletzungen fragte. Als er merkte, dass man ihm nicht glaubte, begann er Ausreden zu erfinden und versuchte sogar zu fliehen. Aber Mary wusste, dass sie ihn nicht gehen lassen durfte und rannte ihm hinterher. Es gelang ihr, ihn am Ärmel zu packen und zurück in die Station zu bringen. Dank ihrer Entschlossenheit konnte die Polizei Jonathan festnehmen. Ohne ihr Eingreifen wäre er mit ziemlicher Sicherheit aus der Stadt geflohen. Während Mary ihn festhielt, kämpften die anderen Ärzte verzweifelt um Tegans Leben. Ihr Zustand war so schwerwiegend, dass sie in Lebensgefahr schwebte. Die Ärzte erinnerten sich, dass sie am Rande des Todes stand, und deshalb arbeiteten alle so schnell wie möglich. Aber selbst diese Bemühungen reichten nicht aus. Der Schaden war zu groß. Nach einiger Zeit wurde Tegan in das medizinische Zentrum in Chapel Hill verlegt und an lebenserhaltende Geräte angeschlossen. Es trat jedoch keine Besserung ein. Am Montag, dem 19. Juli 2010, wurde Tegan Skiba für tot erklärt. Ihr Tod wurde offiziell als Mord anerkannt. Jonathan Douglas Richardson wurde zunächst wegen schwerer Straftaten und versuchten Mordes an dem Mädchen angeklagt. Nach Tegans Tod kamen Anklagen wegen Mordes ersten Grades hinzu. Helen Reyes kehrte erst am Tag nach Tegans Einlieferung ins Krankenhaus nach Hause zurück. Ihre Abwesenheit entband sie nicht von ihrer Verantwortung. Die Tatsache, dass Helen Reyes ihre Tochter bewusst bei einem Mann zurückließ, den sie fürchtete und der bereits Schaden angerichtet hatte, bedeutete, dass auch sie für das Geschehene verantwortlich war. Vertreter der Armee erklärten, dass Helen Reyes sich an sie hätte wenden können, wenn sie während ihrer Ausbildung Hilfe bei der Kinderbetreuung benötigt hätte. Als alleinerziehende Mutter war sie verpflichtet, im Voraus einen Familienplan zu erstellen. Ein Dokument, in dem festgelegt wurde, wer sich während ihrer Abwesenheit um das Kind kümmern würde. Ein Vertreter ihrer Reserveeinheit teilte mit, dass Helen Reyes diesen Plan in den letzten Jahren nicht aktualisiert habe. Die Armee unterstützt Programme, die militärischen Eltern helfen, ihre Aufgaben zu bewältigen, darunter Familienpläne für alleinerziehende Eltern, werdende Mütter, Paare und diejenigen, die ältere Verwandte pflegen. Diese Dokumente sind obligatorisch und werden in der Personalakte jedes Soldaten aufbewahrt. Bei genauerer Prüfung der Unterlagen stellte sich heraus, dass Helen Reyes tatsächlich einen Familienplan eingereicht hatte, in dem jedoch ihre Mutter Maria Reyes und nicht Jonathan als alleinige Vormundin für Tegan während ihrer Abwesenheit angegeben war. Angesichts all dieser Umstände kam der Kinderschutzdienst des Bezirks Wake zu dem Schluss, dass Helen Reyes ihre Tochter bewusst ohne einen geeigneten Vormund zurückgelassen hatte. Daher wurde Helen Reyes wegen Vernachlässigung ihrer elterlichen Pflichten angeklagt. Die Kaution für sie betrug zunächst $50.000. Der stellvertretende Bezirksstaatsanwalt bestand jedoch darauf, die Summe auf $250.000 zu erhöhen, da er davon ausging, dass Helen Reyes versuchen könnte zu fliehen.
Das Gericht lehnte diesen Antrag ab, sodass Helen Reyes die ursprüngliche Kaution hinterlegen konnte und bis zur Verkündung eines neuen Urteils auf freiem Fuß blieb. Dabei war es ihr strengstens untersagt, North Carolina zu verlassen. Der Prozess gegen Jonathan wurde von vielen als einer der schwersten und emotional aufwühlendsten Prozesse in der Geschichte des Bundesstaates beschrieben. Die Geschworenen, zahlreiche Gerichtsangestellte und sogar erfahrene Ermittler konnten ihre Tränen nicht zurückhalten. Der Richter musste häufig Unterbrechungen einlegen, weil die Zeugen nicht weiter aussagen konnten. Selbst Menschen, die an solche Fälle gewöhnt waren, sagten, dass alles, was Tegan durchgemacht hatte, das menschliche Verständnis überstieg. Nichts konnte die Prozessbeteiligten auf das vorbereiten, was sie zu hören und zu sehen bekamen. Selbst die Ankläger konnten das Geschehen kaum ertragen. An einer Stelle stellte der Staatsanwalt dem Zeugen da Silva eine besonders schwierige Frage und musste innehalten. Tränen hinderten ihn daran, fortzufahren. Als die Geschworenen vorübergehend aus dem Saal geführt wurden, gestand da Silva, dass dies das Schrecklichste war, was er in seiner gesamten beruflichen Laufbahn gesehen hatte. Besonders schwer war es zu begreifen, dass Tegan all das durchgemacht hatte, aber es gab dennoch einen Menschen im Gerichtssaal, den die Emotionen nicht berührten. Das war Jonathan Douglas Richardson. Selbst als er wegen Folter und Mordes an Tegan angeklagt wurde, blieb er emotionslos. Er zeigte weder Schuld noch Scham oder Reue. Einige Zeugen berichteten, dass er sogar lächelte und sich so verhielt, als hätte das Geschehen nichts mit ihm zu tun. Am 4. April 2014 wurde Jonathan Richardson, damals 25 Jahre alt, wegen Mordes 1. Grades, Entführung 1. Grades und schwerer Körperverletzung für schuldig befunden. Die Geschworenen berieten nur 1 Stunde lang. Am Ende wurde er zum Tode verurteilt. Der Wortlaut des Urteils lautete: Die Geschworenen befinden den Angeklagten einstimmig des Mordes 1. Grades aufgrund von Folter für schuldig. Als Richardson das Urteil hörte, blieb er erneut unbeeindruckt, aber hinter ihm weinten seine Mutter und seine Großmutter. Zur Erinnerung: Die Verbrechen wurden nur 45 Meter vom Haus von Jonathans Großmutter entfernt begangen, die ihm erlaubt hatte, zusammen mit seiner Mutter Tegan auf ihrem Grundstück zu leben. Später wurde Jonathan aus dem Gerichtssaal geführt. Der 25-jährige Verurteilte wurde in Handschellen gelegt und zurück ins Gefängnis gebracht. Sandy, Jonathans Mutter, war im Gerichtssaal anwesend und wusste, dass sie ihren Sohn möglicherweise nie wieder berühren können würde. Sie sagte: Ich verstehe die Wut und die Bitterkeit, denn ich empfinde sie selbst nach dem, was mit Tegan passiert ist. Aber Jonathan ist immer noch mein Sohn und ich liebe ihn. Jetzt braucht er mich mehr denn je. Ich kann nicht glauben, dass der Jonathan, den ich kenne, zu so etwas fähig war, aber ich muss ihm vergeben, nicht um seinetwillen, sondern um meinetwillen. Ich hoffe, dass die Gesellschaft das Gleiche tun kann. Wir alle müssen unsere Wunden heilen, und das wird mit der Zeit und dem Glauben an Gott geschehen. Sandy wandte sich auch an Tegans Familie. Ich kann gar nicht in Worte fassen, wie leid mir das tut. Ich fühle mit ihnen und dem Schmerz, den sie durchgemacht haben. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das ist. Es tut mir so leid. Ich wusste einfach nicht und hatte keine Ahnung, dass Tegan dort war. Ich hätte etwas unternommen, wenn ich es gewusst hätte. Ich hoffe, dass sie heilen können, denn ich verstehe, wie schrecklich ihr Schmerz ist. Zurück zu Helen Reyes. Es dauerte noch 5 Jahre, bis sie zur Verantwortung gezogen wurde. Natürlich war Jonathan der direkte Täter. Aber es war Helen Reyes, die durch ihre Verantwortungslosigkeit die Voraussetzungen dafür geschaffen hatte, dass all dies möglich wurde. Am 6. März 2019 wurde sie wegen Vernachlässigung ihrer elterlichen Pflichten für schuldig befunden und zu einer Mindeststrafe von 18 Monaten Haft verurteilt. Laut Steve Beasley, Sheriff von Johnston County, hat Helen Reyes ihre mütterlichen Pflichten nicht erfüllt. Sie war Zeugin, wie Richardson die Hand erhob, und blieb trotzdem bei ihm. Also ja, sie war schuldig. Der Fall Tegan hat den Bezirk Johnston tief erschüttert. Die Geschworenen mussten aus dem benachbarten Bezirk Hartnett herbeigebracht werden, um das Risiko einer Voreingenommenheit zu verringern. Trotz dieser Vorsichtsmaßnahmen kam mindestens ein Geschworener mit einem Einheimischen in Konflikt, der versuchte, Druck auf ihn auszuüben. Dieser sagte zu ihm: Ich hoffe, Sie verstehen, dass er sterben muss. Insgesamt ist das nicht überraschend. Tausende Menschen,
erwarteten von der Staatsanwaltschaft und dem Gericht unerschütterliche Entschlossenheit. Die öffentliche Wut richtete sich nicht nur gegen Richardson. Auch seine Großeltern gerieten unter Beschuss, da sich alles buchstäblich vor ihren Augen abspielte. Einmal sah Mrs. Creech einen blauen Fleck unter Tegans Auge, akzeptierte jedoch ohne weitere Fragen Helen Reyes Erklärung, dass Tegan einfach gestürzt sei. Manchmal versuchte sie, Jonathan zu sagen, dass die Bedingungen im Schuppen für Tegan nicht geeignet seien, aber er reagierte gereizt und aggressiv, und mit der Zeit hörte sie auf, dieses Thema anzusprechen. Mrs. Creech dachte sogar daran, sich an den Kinderschutzdienst zu wenden, gab diese Idee jedoch wieder auf. Sie befürchtete, dass Helen Reyes das Sorgerecht für ihre Tochter verlieren könnte. Wer weiß, wenn sie nicht die Augen vor dem Offensichtlichen verschlossen hätte, wäre Tegan vielleicht rechtzeitig in die Obhut von Gerald und Sarah Skiba gegeben worden, den Großeltern väterlicherseits, die sich seit der Geburt des Mädchens wie ihre eigenen um sie gekümmert hatten. Viele Einwohner des Bezirks hielten die Familie Richardson für ebenso schuldig wie Helen Reyes. Aber es gab auch diejenigen, die die Kritik für übertrieben hielten. So war Pastor Dennis Pollock einer derjenigen, die sich für das ältere Ehepaar einsetzten. Er erklärte: Ich höre viele Leute sagen, dass sie hätten wissen müssen, was in ihrem Garten vor sich geht. Ich verstehe sie, aber ich kenne auch Familien, in denen Teenager im Nebenzimmer schreckliche Dinge im Internet getan haben, ohne dass die Eltern davon ahnten. Ich bin mir sicher, hätten sie gewusst, dass sie litt, hätten sie eingegriffen. Wie gerechtfertigt war diese Verteidigung? Das ist eine schwierige Frage. Ja, vielleicht kannten sie nicht alle Details, aber Frau Creech selbst gab zu, dass sie die Blutergüsse gesehen und ihren Sohn schreien gehört hatte. Außerdem befand sich der Schuppen, in dem die Folterungen stattfanden, nur wenige Dutzend Meter vom Haus entfernt. Es ist schwer zu glauben, dass in 10 Tagen niemand Tegan gehört hat. Ist das möglich? Wahrscheinlich hätten sie zumindest einmal etwas gehört. Bemerkenswert ist, dass sich der Fall Tegan in einer besonders schweren Zeit für den Bezirk Johnston ereignete. Innerhalb kurzer Zeit gab es dort 3 weitere Tragödien im Zusammenhang mit körperlicher Gewalt. Am 20. Juli 2010, einen Tag nach Tegans Tod, wurde ihr und anderen Opfern bei einer Abendandacht gedacht. Die Menschen versammelten sich mit brennenden Kerzen, um der Verstorbenen zu gedenken. Tegans Beerdigung fand im engsten Kreis statt. Sie wurde im Memorial Park der Stadt Raleigh beigesetzt. In einer Art Online-Gedenkstätte hinterließen ihr Großvater und ihre Großmutter väterlicherseits, Gerald und Sarah Skiba, eine bewegende Nachricht. Als du von uns gegangen bist, hatte ich das Gefühl, dass die Hälfte meines Herzens mit dir gegangen ist. Jeder Tag war schmerzhaft für mich. Der Pool ist ohne dich nicht mehr derselbe. Ich erinnere mich, wie du auf der Schaukel mit deinem Namen geschaukelt bist. Jeden Samstagmorgen sagtest du, die Sonne scheint, das bedeutet, es wird ein sonniger Tag, und batest deine Großmutter, dir Haferflocken mit Ahornsirup zu machen, damit du später im Pool spielen und mit dem rosa Auto spielen konntest, das dir dein Vater gekauft hatte. Du bist schon zu groß dafür geworden, aber hast trotzdem weitergespielt. Dann hast du mit Fußbällen gespielt. Außerdem hast du gerne mit den Fingern gemalt und aus buntem Ton gebastelt. Wir hatten so viel Spaß zusammen. Oma und ich konnten es kaum erwarten, dass du kommst. Du hast uns so glücklich gemacht. Wir vermissen dich, Tegan. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf. Lebensumstände können ein einfaches Leben in einen Albtraum verwandeln und umgekehrt, in unvergessliche Momente. Es ist gut, wenn es einen nahestehenden Menschen gibt, der einem die Hand reicht. Die heutige Geschichte handelt jedoch nicht von einem Happy End, sondern von Umständen, die außer Kontrolle geraten sind und zu einer schrecklichen Tragödie geführt haben. Northfield im US-Bundesstaat New Hampshire ist eine kleine malerische Stadt mit weniger als 5000 Einwohnern. Sie liegt südlich der White Mountains und gilt als einer der sichersten Orte in der Umgebung. Die Kriminalitätsrate ist hier niedrig. Gewaltverbrechen sind hier eine Seltenheit, insbesondere solche von einem solchen Ausmaß wie die heutige Tragödie. Normalerweise werden solche ruhigen Vororte ausgewählt, um sich mit der Familie niederzulassen und Kinder großzuziehen.
Genau aus diesem Grund war auch eine Frau namens Cassandra Sweeney hierher gekommen. Sie war in der Nähe von Northfield geboren und aufgewachsen und hatte immer von ihrem eigenen Stückchen Paradies und einem Zuhause geträumt, in dem Liebe und Harmonie herrschen würden. Nach dem Schulabschluss ging sie aufs College und lernte dort ihren zukünftigen Ehemann Sean Sweeney kennen. Auch er hatte eine konservative Einstellung zur Familie, sodass die Pläne des Paares übereinstimmten. Nach ihrer Bekanntschaft begann eine romantische Beziehung, dann heirateten sie. Und kurz nach der Eheschließung wurde ihr erster Sohn Benjamin geboren. Das war im Jahr 2018. Dann erlitt Sean seinen ersten schweren Schock. Seine Mutter starb, aber es blieb kaum Zeit, um den Verlust zu betrauern. Der junge Vater arbeitete nicht nur viel, um seine wachsende Familie zu versorgen, sondern auch das Schicksal seines jüngeren Bruders Eric, der 2006 geboren wurde, stand auf der Kippe. Die Mutter kümmerte sich allein um die Kinder, sodass Eric nach ihrem Tod möglicherweise in die Obhut der Sozialdienste gekommen wäre. Sean machte sich große Sorgen um seinen Bruder, dass Eric nicht in einem Kinderheim oder bei einer Pflegefamilie landen würde. Sean übernahm die Verantwortung für die Vormundschaft seines Bruders. Im Herbst 2020 wurde das zweite Kind des Paares geboren, das sie Mason nannten. Cassandra war glücklich. Jetzt träumte sie davon, eine Tochter zu bekommen und jobbte in der Nachtschicht als Krankenpflegerin. Während ihr Mann sich voll und ganz auf seine Arbeit konzentrierte, baute sie das Leben auf, von dem das Paar immer geträumt hatte. Am 3. August 2022 befand sich die 25-jährige Cassandra in Northfield, in ihrem Haus, zusammen mit dem 4-jährigen Benjamin und Mason, der in einem Monat 2 Jahre alt werden sollte. Ihr Ehemann Sean war zu diesem Zeitpunkt bei der Arbeit. Er erwartete eine Beförderung in einem großen Unternehmen. Das waren wunderbare Neuigkeiten für ihre Familie. Cassandra hatte vor, ihren Job zu kündigen, um sich ganz auf den Haushalt und die Kinder zu konzentrieren. Seans 16-jähriger Bruder Eric lebte weiterhin bei dem Paar. Ihm wurde das Untergeschoss des Hauses zugewiesen, wo er sich eingerichtet hatte. Es schien, als hätten die Sweeneys alles, was man sich nur wünschen konnte, aber der Countdown für das Ende dieser Idylle hatte längst begonnen. Der 3. August 2022 begann wie jeder andere Tag. Cassandra schrieb seit dem Morgen aktiv mit ihrem Mann und schickte ihm mehrere Fotos, auf denen die Kinder mit ihren Hunden spielten. Dann brach die Kommunikation plötzlich ab. Sean nahm an, dass Cassandra irgendwelche alltäglichen Dinge zu erledigen hatte. Während der Mann auf eine Antwort auf seine nächste Nachricht wartete, vertiefte er sich selbst in seine Arbeit. Nach 11 Uhr morgens änderte sich die Situation radikal, als sein Bruder Eric ihn anrief. Der junge Mann war nervös und schrie fast in den Hörer. Er sagte, dass Einbrecher in das Haus eingedrungen seien. Er wolle sie verfolgen. Aus seinen Worten schloss Sean, dass Cassandra und die Kinder zu Schaden gekommen waren, jedoch ohne Details zu erfahren. Nach dem Anruf seines Bruders rief der Mann sofort den Notruf 911 an. Der Dispatcher nahm den Anruf um 11:21 Uhr entgegen. Der besorgte Sean erzählte, dass ihn gerade sein jüngerer Bruder angerufen habe, der in ihrem Haus wohne. Der Mann vermutete, dass seine Familienmitglieder verletzt worden seien, hatte jedoch keine Ahnung, was genau passiert war. Nach Erics Worten zu urteilen, war jemand in das Haus eingedrungen und hatte versucht, die Familie auszurauben, aber Cassandra hatte die Verbrecher daran gehindert. Wie das Ganze ausgegangen war, blieb unbekannt. Sean bat darum, so schnell wie möglich zu kommen, um die Situation zu klären und seiner Familie gegebenenfalls zu helfen. Der Mann bat um Freistellung von der Arbeit und machte sich ebenfalls auf den Weg nach Hause. Er warnte den Dispatcher, dass die Polizisten vorsichtig sein sollten. Einer seiner Hunde verhält sich gegenüber Fremden aggressiv. Innerhalb weniger Minuten standen mehrere Polizeiautos vor dem Haus der Familie Sweeney. Die Polizeibeamten klopften an die Tür, erhielten jedoch keine Antwort. Daraufhin beschlossen sie, um das Haus herumzugehen und durch die Fenster zu schauen. Dabei bemerkte einer der Polizisten eine erwachsene Frau und ein Kind, die regungslos in einer Blutlache im Esszimmer lagen. Es wurde beschlossen, die Eingangstür aufzubrechen, um ihnen zu helfen. Sobald dies geschehen war, traf Sean ein. Als erstes fanden die Polizisten die tote junge Frau, neben der ein kleines Kind lag. Später wurden sie als Cassandra und Mason identifiziert. Beide hatten tödliche Schussverletzungen am Kopf erlitten,
Ein paar Schritte von der Mutter entfernt fanden sie den 4-jährigen Benjamin. Er lag auf dem Boden des Esszimmers. Es schien, als hätte das Kind versucht, vor den Tätern zu fliehen, aber es war zu spät. Er hatte eine Schusswunde am Kopf, die ebenfalls sofort zum Tod des Jungen führte. Benjamin wurde ins Gesicht geschossen, knapp über der rechten Augenbraue. Auf dem Gesicht seiner Mutter wurden punktförmige Verbrennungen durch Schießpulver entdeckt, dank derer im Labor festgestellt werden konnte, dass der Schuss auf die Frau aus einer Entfernung von etwa einem halben Meter, praktisch aus nächster Nähe, abgegeben wurde. Der kleine Mason wurde in den vorderen Teil des Kopfes geschossen. Die Kugel durchschlug den Schädel und trat hinter dem linken Ohr wieder aus. Abgesehen von den Schussverletzungen wiesen die Opfer keine weiteren Verletzungen auf. Im Haus herrschte eine leichte Unordnung, die jedoch offenbar nichts mit dem Angriff zu tun hatte. Wahrscheinlich hatten die Kinder sie vor dem Massaker verursacht. Keines der Opfer hatte Zeit, sich gegen die Angreifer zu wehren oder ihnen Widerstand zu leisten. Während die Ermittler die Zimmer untersuchten, kam Seans jüngerer Bruder Eric an. Er hielt mit Cassandras Auto in der Einfahrt des Hauses und ging ziemlich ruhig auf die Polizisten zu, die draußen standen. Sie unterhielten sich mit Sean, der seine Emotionen kaum zurückhalten konnte. Sein Verhalten stand in krassem Gegensatz zur Gelassenheit eines 16-jährigen Teenagers. Eric erzählte, dass er die Räuber verfolgt habe, sie aber nicht einholen konnte, weshalb er zurückgekommen sei, um den anderen zu helfen. Aber es war schon zu spät. Das alles klang seltsam. Laut dem Gutachten des Gerichtsmediziners wurden alle 3 Todesfälle als Morde eingestuft. Sofort fielen die Widersprüche in den Umständen des Falles auf. Wenn es sich um einen Raubüberfall handelte, warum gab es dann keine Einbruchsspuren? Warum fehlte nichts aus dem Haus? Obwohl Eric von einem Kampf berichtet hatte, wies Cassandra keine entsprechenden Spuren auf, als ob die Täter mit der Absicht gekommen wären zu töten. Aber was war dann ihr Motiv? Das alles erschien seltsam, da niemand gehört hatte, dass die junge Frau Probleme mit jemandem gehabt hätte. Die Familie wurde von niemandem verfolgt. Sie hatten eine gesunde Beziehung ohne Konflikte, keine Schulden und keine Abhängigkeiten. Die Brutalität des Angriffs deutete darauf hin, dass das Verbrechen von jemandem begangen wurde, der die Opfer kannte und einen starken Hass gegen sie empfand. Vor diesem Hintergrund war der Witwer Sean der erste Verdächtige, der gründlich überprüft werden musste. Als der Mann verhört wurde, konnte er sich kaum beherrschen. Sein Verhalten erweckte keinen Verdacht. Sean erzählte, dass er und seine Frau eine wunderbare Beziehung hatten. Sie waren nicht in Dreiecksbeziehungen verwickelt, waren einander nicht untreu und hatten nicht vor, sich scheiden zu lassen. Seine Aussagen wurden von anderen Familienmitgliedern bestätigt, mit Ausnahme seines Bruders Eric. Nach Angaben des Teenagers hatte sich der Boden für das Verbrechen schon lange bereitet, da sein älterer Bruder seiner Frau gegenüber gewalttätig war. Interessanterweise gab es dafür keine Bestätigungen. Die Aussagen wurden bei der Polizei überprüft. Zu ihrer Überraschung fanden sie statt Anzeigen wegen häuslicher Gewalt durch Sean Informationen über Eric. Den Aufzeichnungen zufolge war er ein problematischer Teenager. Diese Informationen wurden auch von Angehörigen des Ehepaares bestätigt. Viele hatten Beschwerden über das Problemverhalten des Teenagers gehört, mit dem Sean und Cassandra konfrontiert waren. Allerdings bestätigte niemand seine Aussagen über häusliche Gewalt seitens des Mannes, auch Sean selbst nicht. Im Gespräch mit der Polizei legte der Mann ein Alibi vor, das ohne Probleme überprüft werden konnte. Er war zum Zeitpunkt des Überfalls tatsächlich bei der Arbeit und konnte das Verbrechen unmöglich begangen haben. Nachdem sein Alibi durch Zeugenaussagen und Überwachungskameras bestätigt worden war, wurde Sean von der Liste der Verdächtigen gestrichen. Zu diesem Zeitpunkt gab es bereits ernsthafte Verdachtsmomente gegen einen anderen jungen Mann. Nun interessierten sich die Strafverfolgungsbehörden für Seans Bruder Eric Sweeney, der zu Hause war, als Unbekannte die Familie überfielen und das Feuer eröffneten. Als man dem Jungen vorschlug, freiwillig mit der Polizei zu sprechen, verhielt er sich nervös, kooperierte aber mit den Ermittlern. Auf der Polizeiwache verzichtete er sogar auf seine Miranda-Rechte, aber aufgrund seines minderjährigen Alters musste die Befragung in Anwesenheit eines Erwachsenen stattfinden. Logischerweise fand die Befragung in Anwesenheit seines älteren Bruders Sean, seines nächsten Verwandten, statt. Eric erzählte, dass er früh am Morgen aufgewacht sei und sich um seine täglichen Aufgaben gekümmert habe.
Alles verlief wie gewohnt. Der Teenager ging in den 2. Stock, um zu duschen. Im Vorbeigehen sah er Cassandra mit den Kindern. Sie erledigte ihre üblichen Hausarbeiten. Der junge Mann lebte weiterhin mit seiner Familie im Untergeschoss, weshalb er nach dem Duschen seine schmutzige Wäsche mit nach unten nahm, um sie in die Waschmaschine zu stecken. Während der Teenager dort war, hörte er oben ein seltsames Geräusch, als wäre etwas zerbrochen. Dann hörte Eric eine raue Männerstimme, gefolgt von mehreren Schlägen. Er glaubte, dass es sich um Schüsse handelte. Der junge Mann hatte Angst und wagte sich daher nicht sofort aus dem Keller, bis alles ruhig geworden war. Als der Lärm aufgehört hatte, ging er ins Erdgeschoss und sah dort Cassandra, Benjamin und Mason. Alle Familienmitglieder lagen blutüberströmt da und zeigten keine Lebenszeichen. Eric fand die Täter nicht am Tatort, wusste nicht, ob die Opfer noch lebten, sah aber durch das Fenster ein fremdes Auto draußen stehen. Ohne zu zögern nahm er mit dem Auto seiner Schwägerin die Verfolgung auf. Als er in den Hof kam, waren die Täter gerade weggefahren. Während der junge Mann das Auto startete, rief er seinen älteren Bruder an und erzählte ihm alles. Eric bestritt, an dem Überfall auf die Familie beteiligt gewesen zu sein, doch seine Geschichte wies offensichtliche Lücken und Unstimmigkeiten mit den gefundenen Beweisen auf. Sean war immer noch niedergeschlagen. Als er nach seiner Beziehung zu seinem Bruder gefragt wurde, dachte er zunächst nach und verdüsterte dann seine Miene. Die Polizisten wussten von dem Hund der Familie, der Fremden gegenüber aggressiv war. Das Tier hätte Fremde im Haus mit hoher Wahrscheinlichkeit angegriffen, um die Hausbewohner zu schützen. Deshalb beschlossen die Ermittler, zu versuchen, den Jungen der Lüge zu überführen. Als Eric nach dem Verhalten der Hunde zum Zeitpunkt des Angriffs gefragt wurde, behauptete er, die Tiere hätten geschwiegen. Einerseits könnte dies darauf hindeuten, dass das Verbrechen von jemandem begangen wurde, der den Opfern nahe stand und den die Hunde kannten. Andererseits klang dies seltsam und widersprach der Geschichte des Teenagers. Dann fanden die Ermittler heraus, dass an diesem Morgen auf dem Grundstück des Nachbarhauses Gärtner beschäftigt waren. Die Ermittler sprachen auch mit ihnen, doch niemand bestätigte Erics Aussage. An diesem Morgen hatten sie keine fremden Autos oder Personen gesehen, die das Haus betreten hätten, geschweige denn so schnell davongerannt wären. Stattdessen war nach 11 Uhr ein Lärm zu hören und wenige Minuten später rannte ein junger Mann durch die Haustür, der genau auf Erics Beschreibung passte. Er war allein und sehr aufgeregt, setzte sich sofort in Cassandras Auto und fuhr davon. Die Aussagen der Zeugen konnten nach Überprüfung der Aufzeichnungen der Überwachungskameras, die an den Häusern in der Nachbarschaft angebracht sind, bestätigt werden. Sie hatten keine fremden Autos aufgezeichnet. Das einzige Auto, das durch die Nachbarschaft fuhr, war das mit dem 16-jährigen Eric Sweeney am Steuer. Er schien sehr beunruhigt zu sein und hatte es eilig. In der Wohnung des Ehepaares wurde keine Tatwaffe gefunden. Der Verdacht gegen den Teenager verdichtete sich, sodass man annahm, dass er absichtlich weggefahren sein könnte, nicht nur um eine Verfolgungsjagd nach den Tätern vorzutäuschen, sondern auch, um die Pistole loszuwerden. Die Untersuchung der aus den Leichen der Opfer entfernten Kugeln ergab, dass alle mit einer Pistole des Kalibers 40 erschossen worden waren. Bemerkenswert ist, dass Sean zugab, eine solche Waffe zu besitzen, diese jedoch zu diesem Zeitpunkt aus seinem Haus verschwunden war. Daraufhin beschlossen die Ermittler, das Auto, mit dem Eric gefahren war, genauer zu untersuchen und erhielten einen Durchsuchungsbefehl für das Fahrzeug. Außerdem sollten Erics Handflächen untersucht werden, da zu wenig Zeit geblieben war, um die Spuren zu beseitigen. Auf seinen Händen mussten wahrscheinlich Schmauchspuren zurückgeblieben sein, wenn er tatsächlich geschossen hatte. Am 9. August 2022 lagen die Ergebnisse der kriminaltechnischen Untersuchung vor. Bei der Befragung von Eric wurden Abstriche von seinen Händen genommen. Ähnliche Abdrücke wurden von der Oberfläche des Lenkrads des silbernen Ford F150 genommen, mit dem er gefahren war. Der Mann, der am Steuer des Autos gesessen hatte, hatte eine große Menge Schießpulver auf dem Lenkrad hinterlassen. Genau dieselben Spuren wurden auf der Außen- und Innenseite von Erics Händen gefunden. Von diesem Moment an bestätigten sich die Verdächtigungen gegen den jungen Mann, doch er leugnete weiterhin seine Schuld am Mord an seinen Familienmitgliedern. Nun versuchte man, das Motiv für die Tat zu verstehen. Erics Beziehung zu Sean war völlig zerbrochen.
Der Mann wollte nicht unter einem Dach mit dem mutmaßlichen Mörder seiner gesamten Familie leben. Deshalb wurde der Junge unter die Aufsicht des Jugendamtes gestellt. Die Strafverfolgungsbehörden standen in ständigem Kontakt mit dem Teenager. Solange er als Verdächtiger galt, kam eine Unterbringung in einer anderen Familie nicht in Frage. Sean arbeitete unterdessen aktiv mit den Ermittlern zusammen. Auch er hatte keinen Zweifel an der Schuld seines Bruders. Dafür hatte er gewichtige Gründe. Die Ermittler beschlossen, sich genauer anzuschauen, wer Eric Sweeney ist und wie seine Beziehung zu seiner Familie aussah. Cassandra und Sean waren seit Juni 2019 die gesetzlichen Vormünder des jungen Mannes. Der ältere Bruder wollte nicht daran denken, dass Eric in die Obhut von Fremden kommen könnte. Er besprach dies wiederholt mit Verwandten und Freunden und sah darin eine gute Gelegenheit, sich für das Wohl der Familie einzusetzen. Er wusste, dass Eric schon immer Verhaltensprobleme gehabt hatte. Er hatte oft Konflikte mit seiner Mutter und lief sogar mehrmals von zu Hause weg. Allerdings ging dies zunächst nicht über typisches rebellisches Verhalten hinaus. Niemand hätte gedacht, dass der Teenager so gefährlich sein könnte. Anfangs verliefen die Beziehungen zwischen den Brüdern und Cassandra mit den Kindern ruhig. Eric integrierte sich schnell in seine neue Umgebung, in ihre Familie und half sogar dabei, auf seinen Neffen aufzupassen. Es war jedoch offensichtlich, dass der Verlust seiner Mutter ihn sehr stark beeinflusst hatte. In dieser Zeit wurde der Teenager noch verschlossener als zuvor. Eric hatte bereits früh leichte psychische Probleme. Als der Teenager 15 Jahre alt war, beschwerten sich Nachbarn bei Sean über Eric. Eine Frau behauptete, gesehen zu haben, wie der Junge eine Katze auf der Straße getötet habe, doch ihre Aussage konnte nicht bestätigt werden. Der ältere Bruder glaubte Eric nicht immer, da dieser wiederholt beim Lügen erwischt worden war, aber in dieser Geschichte stellte er sich auf seine Seite. Sean konnte sich nicht vorstellen, dass Eric in der Lage gewesen wäre, einem Tier das Leben zu nehmen. Die Situation verschlimmerte sich jedoch weiter. Die schulischen Leistungen des Teenagers sanken auf ein Minimum, doch das war ihm gleichgültig. Sean selbst war ein ziemlich erfolgreicher, gebildeter und angesehener Mensch und wollte seinen Bruder daher unterstützen. Leider stieß dies bei Eric auf großen Widerstand und die Beziehungen innerhalb der Familie begannen sich allmählich zu verschlechtern. Als in der Schule die Frage nach dem Ausschluss des Teenagers aufkam, war dies der Höhepunkt von Erics Übergangsalter. Zu diesem Zeitpunkt wollten weder Cassandra noch Sean ihn unterstützen. Der Teenager weigerte sich, auf sie zu hören und erklärte, dass er statt zur Schule zu gehen arbeiten würde. Doch die Zeit verging und er saß weiterhin seinem Bruder und dessen Frau auf der Tasche und tat nichts. Alle Versuche, zu ihm durchzudringen, führten lediglich zu weiteren Konflikten. Einige Monate vor dem Mord an Cassandra und den Kindern kam es zu noch größeren Spannungen zwischen Eric und Sean. Der verwitwete Mann bestätigte, dass sein Bruder sich in letzter Zeit besonders provokativ und aggressiv verhalten habe. Dies führte zu ständigen Konflikten zwischen den beiden, die Cassandra an ihre Grenzen brachten. Zum Zeitpunkt des Angriffs hatten Sean und Eric aufgrund wachsender Missverständnisse kaum noch Kontakt miteinander, und die junge Mutter war es so leid, die Verbindung zwischen ihnen aufrecht zu erhalten, dass sie sich ebenfalls zurückzog. Am meisten beunruhigte das Paar, dass sie wegen Eric auch Streit hatten und nicht mehr wussten, wie sie damit umgehen sollten. Einige Wochen vor dem Dreifachmord rief der Mann die Polizei und erstattete Anzeige gegen seinen Bruder, und zwar mehrmals. Der Grund dafür war die Befürchtung, dass sein Verhalten für seine Frau und seine Kinder gefährlich sein könnte. Sean behauptete, sein Bruder sei völlig außer Kontrolle geraten. Er habe Cassandra bedroht und sogar nach ihr und seinen Neffen geschlagen. Die erste Anzeige bei der Polizei wurde am 6. Juni 2022 erstattet. Sean rief die Polizeistation an und gab an, sein Auto sei gestohlen worden, während er mit seiner Frau und seinen Kindern das Haus verlassen habe. Während die Polizei zum Einsatzort fuhr, sah sich der Mann um und stellte fest, dass Eric erneut von zu Hause weggelaufen war und das Familienauto mitgenommen hatte. Bemerkenswert ist, dass nach dem gleichen Muster auch wertvolle Gegenstände und Geld, die offen herumlagen, verschwunden waren. In solchen Momenten traf sich der Teenager mit Freunden. Sie fuhren durch die Stadt, tranken Alkohol oder konsumierten illegale Substanzen. Der Teenager wurde ohne Schwierigkeiten gefasst und zurückgebracht. Das Auto war unbeschädigt und Sean nahm die Anzeige zurück.
Er wollte seinem Bruder keine Probleme bereiten. Der nächste beunruhigende Vorfall ereignete sich am 22. Juli. Anlass für die Anzeige waren seltsame Äußerungen von Eric, der Sean und Cassandra bedrohte. In der Hitze eines weiteren Streits über sein Verhalten platzte dem Teenager heraus, dass er eine Schusswaffe in der Garage des Hauses versteckt habe. Er behauptete, dass er sie nachts benutzen würde, wenn alle schlafen würden. Der ältere Bruder rief die Polizei, die zusammen mit ihm die Garage gründlich durchsuchte, aber nichts fand. Da Eric zuvor niemanden körperlich angegriffen hatte, wurde kein Straftatbestand festgestellt. Die Polizeibeamten fuhren einfach wieder weg. Die Besorgnis aller Familienmitglieder erreichte einen solchen Punkt, dass Sean ein Schloss an die Tür des Ehebettsimmers und der Kinderzimmer anbrachte und sogar darüber nachdachte, Eric aus dem Haus zu werfen. Er besprach diese Probleme wiederholt mit seinen Angehörigen und erklärte mehrfach, dass er es bereue, die Vormundschaft übernommen zu haben. Der Höhepunkt dieses Familiendramas kam am 2. August, einen Tag vor der Schießerei im Haus der Sweeneys. Cassandra war erneut Bargeld abhanden gekommen, das sie nur für ein paar Minuten unbeaufsichtigt gelassen hatte. Als Sean von der Arbeit zurückkam, beschwerte sich seine Frau über Eric. Es kam zu einem weiteren Konflikt. Nach Angaben des Mannes hielt er sich während dieses Streits mit seinen Äußerungen nicht zurück, da die ganze Familie das Verhalten des problematischen Teenagers satt hatte. Diesmal drohte Eric erneut zu schießen und Sean drohte, ihn aus dem Haus zu werfen. Niemand rief die Polizei, da die Familie nicht mehr daran glaubte, dass dies etwas bewirken würde. Weitere Ermittlungen ergaben, dass das Schlafzimmer des Ehepaares am Tag des Dreifachmordes nicht verschlossen war. Anscheinend hatte der Teenager diesen Moment bewusst gewählt, um sich Zugang zu verschaffen, oder Cassandra hatte einfach nicht auf das Schloss geachtet und vergessen, es zu schließen. Sean hatte die Schlösser nicht ohne Grund angebracht. Der Mann befürchtete, dass Eric seinen Safe benutzen könnte, indem er eine Schusswaffe zur Selbstverteidigung aufbewahrte. Eine Pistole des Kalibers 40. Normalerweise ließ der Mann sie nicht aus den Augen und verlangte von seiner Frau dasselbe. Aber an diesem Tag lief etwas schief. Als die Ermittler am ersten Tag der Untersuchungen das Schlafzimmer des Ehepaares betraten, zeigte Sean ihnen den Safe, der aufgebrochen war. Ein Teil der Munition war noch darin, aber die vollgeladene Pistole war verschwunden. Außerdem fehlte ein Teil der Patronen. Laut Sean reichte die Munition für mehrere Magazine. Das Fehlen von Einbruchsspuren und die Tatsache, dass der Täter wusste, wie er an die nicht offen aufbewahrte Schusswaffe gelangen konnte, deuteten darauf hin, dass die Version eines Raubüberfalls nicht in Frage kam. Der Mörder kannte seine Opfer und dieses Haus gut. Als sich die Verdachtsmomente gegen Eric häuften und bestätigten, wurde klar, dass die Pistole versteckt worden sein könnte und nur ein problematischer Teenager Zugang dazu hatte, der jederzeit bereit war, das Feuer zu eröffnen. Es war offensichtlich, dass schnell gehandelt werden musste, also begann man mit der Überprüfung der Geolokalisierungsdaten von Erics Mobiltelefon. Da er Sean angerufen hatte, während er am Steuer saß, kam er offenbar nicht auf die Idee, sein Mobiltelefon zu Hause zu lassen, als er losfuhr, um die Waffe zu entsorgen, sodass seine Bewegungen verfolgt werden konnten. So begannen die Ermittler 3 Tage nach Beginn der Suche nach dem Mörder, das Waldgebiet in der Nähe des Hauses der Familie Sweeney zu durchkämmen. Der Ort wurde nicht zufällig ausgewählt. Er wurde durch die Geolokalisierungsdaten von Erics Mobiltelefon angezeigt. Leider waren diese Daten nicht sehr genau und ermöglichten es nicht, die Waffe fehlerfrei zu finden. Die Polizei brauchte mehr als einen Tag, um ein Ergebnis zu erzielen. Aber es hat sich gelohnt. Sie fanden eine Pistole des Kalibers 40 und fast 20 Patronen dazu. Eine weitere ballistische Untersuchung bestätigte, dass genau diese Waffe für den Mord an der Familie Sweeney verwendet worden war. Auf dem Griff und den Patronen wurden 2 Sätze Fingerabdrücke gefunden. Sie gehörten alle dem Besitzer der Waffe und seinem Bruder Eric. Der Verdächtige bestritt weiterhin seine Beteiligung an der Tat, aber die Beweise gegen ihn waren äußerst überzeugend. Auf der Grundlage der gesammelten Daten wurde er wegen dreifachen Mordes 1. Grades sowie wegen Fälschung von Beweismitteln angeklagt. Der Teenager weigerte sich vollständig, mit den Ermittlern zu kooperieren und verlangte einen Anwalt. Dem Hauptverdächtigen wurde ein Pflichtverteidiger zur Seite gestellt, der sich sofort an die Arbeit machte. Wie zu erwarten war, baute er seine Taktik auf dem Alter des Angeklagten auf, der laut Gesetz noch minderjährig war.
Der Anwalt betonte die schwere Kindheit des Jugendlichen, der mit seiner alkoholkranken Mutter lebte, oft hungerte und von ihren Lebensgefährten misshandelt wurde. Das habe Eric innerlich zerbrochen. Er sei voller Wut auf die gesamte Welt gewesen. Außerdem versuchte der Anwalt, die Version der Anklage anzufechten, indem er Sean als jemanden darstellte, der ein Interesse daran gehabt habe, seine Familie zu ermorden. Das alles klang absurd. Es wurden keine Lebensversicherungen gefunden, die ihm auch nur ansatzweise ein finanzielles Motiv hätten liefern können. Es gab keine gravierenden Meinungsverschiedenheiten zwischen den Eheleuten. Der einzige dauerhafte Grund für Konflikte war immer Eric. Außerdem war Seans Alibi lückenlos. Bei der Durchsuchung des Hauses der Familie Sweeney wurden Tagebücher des Teenagers gefunden. Nach Ansicht der Anklage hatte er das Verbrechen, dessen Ziel Rache war, schon lange geplant. Der genaue Grund für den Zorn des Teenagers blieb dennoch ein Rätsel. Wahrscheinlich nahm er die Versuche seines Bruders und dessen Frau, Eric, zu normalem Verhalten, zu einer Arbeit und zu elementarem Respekt gegenüber anderen zu bewegen, sehr übel. In dem Tagebuch wurden zahlreiche Konflikte beschrieben, die auch Sean bestätigte, der diese jedoch als Teil der schwierigen Erziehung eines problematischen Teenagers betrachtete. Leider steigerte sich die Wut des Jungen rasch und erreichte einen Punkt, an dem Eric sich nicht mehr beherrschen konnte. In seinem Umfeld gab es andere Teenager, die nicht leugneten, dass er Sean und dessen Angehörigen häufig den Tod gewünscht hatte. Kurz vor der Tragödie begann er darüber nachzudenken, wie er seinem Bruder maximalen Schmerz zufügen könnte. Auf Partys sprach er darüber, wie er dessen Frau und Kinder töten würde, doch alle hielten das für geschmacklosen schwarzen Humor und schenkten dem seltsamen Teenager keine Beachtung. Bemerkenswert ist, dass all diese jungen Menschen ebenfalls Verhaltensprobleme hatten und wiederholt Streit mit ihren Familien erlebten. Als sich die bewährten Verteidigungsstrategien als wenig tragfähig erwiesen, versuchte der Anwalt, sich auf die Unzurechnungsfähigkeit des Teenagers zu berufen. Er verdrehte sogar die Geschichte einer Nachbarin über eine angeblich von Eric getötete Katze und stellte sie als möglichen Beweis für eine psychische Erkrankung dar. Die psychiatrischen Gutachten nahmen einige Zeit in Anspruch. Es fanden sich unabhängige Experten, die Eric ohne größere Einschränkungen als schuldfähig einstuften. All dies stand im Widerspruch zu den Behauptungen der Verteidigung. Der Jugendliche hatte keine belegte Krankengeschichte. Zuvor hatte er nie ärztliche Hilfe in Anspruch genommen, doch darin sah der Anwalt die Schuld von Sean, der angeblich Warnsignale ignoriert und seinem Bruder keine angemessene Behandlung ermöglicht habe. Auch diese Argumentation wirkte wenig überzeugend. Die Kommunikation mit den Ermittlern im Verhörraum war für den mutmaßlichen Täter inzwischen Routine geworden. Er zeigte eine emotionale Kontrolle, die für viele Täter ungewöhnlich ist. Es gab keinerlei Anzeichen dafür, dass der junge Mann unzurechnungsfähig war. Nach und nach wurde beschlossen, sich auf die Ausarbeitung einer belastbaren Anklage zu konzentrieren. Dafür war alles Notwendige vorhanden, einschließlich der Tatwaffe mit Erics Fingerabdrücken. Unerwartet bekannte sich der junge Mann schuldig. Dies geschah wenige Wochen vor Beginn der Verhandlung. Für Sean war das eine enorme Erleichterung. Er litt weiterhin stark unter dem schrecklichen Verrat seines eigenen Bruders. Der Anwalt unterstützte Erics Entscheidung, ein Geständnis abzulegen. Man ging davon aus, dass dies den Schuldumfang mindern und das Strafmaß reduzieren würde. Tatsächlich wurde der Vorwurf der Beweismanipulation fallen gelassen. Außerdem behauptete der Verteidiger, sein Mandant habe nach dem Dreifachmord vorgehabt, sich das Leben zu nehmen, weshalb er mit der Pistole zu einem abgelegenen Ort gefahren sei, dann jedoch in Panik geraten und davon abgesehen habe. Der Angeklagte selbst konnte keinen konkreten Grund für die Tat nennen, erklärte jedoch, dass er diese Familie geliebt habe. Nun blieb die zentrale Frage: Wie sollte Eric verurteilt werden? Schließlich hatte er das Verbrechen im Alter von 16 Jahren begangen und galt rechtlich noch als minderjährig. Dies konnte erheblichen Einfluss auf das Urteil haben. Theoretisch hätte er eine vergleichsweise geringe Haftstrafe erhalten und nach Erreichen der Volljährigkeit entlassen werden können. Diese Aussicht löste eine Welle der Empörung in der Öffentlichkeit aus. Bis zu diesem Zeitpunkt hatten engagierte Bürger wiederholt die Frage gestellt, warum die Strafverfolgungsbehörden trotz der zahlreichen Hinweise aus der Familie so lange untätig geblieben waren. Nun kam zu diesen Vorwürfen noch die Empörung über die Berücksichtigung des Alters hinzu.
Doch die Tat selbst und das Verhalten des jungen Mannes kurz davor zeigten, dass er eine erhebliche Gefahr darstellte. Es wurde beschlossen, ihn wie einen Erwachsenen zu behandeln. Der Staatsanwalt beantragte eine Freiheitsstrafe von mindestens 97 Jahren. 35 Jahre bis lebenslänglich für den Tod von Cassandra sowie 40 Jahre bis lebenslänglich für den Tod jedes der Jungen. Nachdem Eric sich schuldig bekannt hatte, wurden die Anklagen auf 3 Fälle von Mord zweiten Grades reduziert. Das Gerichtsverfahren wurde in einem vereinfachten Verfahren durchgeführt. Unter Berücksichtigung seines Geständnisses wurde der 19-jährige Eric im Oktober 2025 zu 60 Jahren Haft verurteilt. Er hat Anspruch auf Bewährung im Jahr 2075, wenn Eric 68 Jahre alt sein wird. Es ist unwahrscheinlich, dass er sein gesamtes Leben im Gefängnis verbringen muss. Sean ist sich dessen bewusst und macht sich große Sorgen. Er versucht weiterhin, die Möglichkeit einer Bewährung aufheben zu lassen. Einige Angehörige der Opfer äußerten offen den Wunsch, Eric möge aus dem Leben scheiden oder im Gefängnis schweres Leid erfahren. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf. Linda Sobek wurde am 9. Juli 1968 in Los Angeles, Kalifornien, USA geboren. Sie war das zweite Kind von Robert Sorbs und Lane Wright. Ihr älterer Bruder Steve wurde bald zu einem guten Freund seiner Schwester. Robert und Lane waren verantwortungsbewusste und hingebungsvolle Eltern, die hart daran arbeiteten, ihren Kindern starke moralische Werte zu vermitteln. Die kleine Linda war sehr schüchtern und stark an ihre Familie gebunden. Als Kind liebte sie es, mit ihrem Vater und ihrem Bruder wandern zu gehen, und mit ihrer Mutter kuschelte sie gerne und beschäftigte sich mit typischen Mädchendingen. Als Linda auf die Highschool kam, wurde sie geselliger und selbstbewusster. Ihre Mutter bemerkte ihr attraktives Gesicht und schlug ihr vor, sich leicht zu schminken, um ihre schönen Züge zu betonen. Nach Rücksprache mit Lane meldete sich Linda bei einer Modelagentur an. Obwohl sie zunächst zögerte, war sie bald von dem, was sie lernte, begeistert und zeigte sich vor der Kamera selbstbewusst und gelassen. Was ihr an Raffinesse fehlte, glich sie durch großen Fleiß und ausgeprägten Ehrgeiz aus. Von diesem Moment an begann Linda an Modenschauen teilzunehmen und kleine Fotoshootings mit Amateuren zu machen, um ihr Portfolio zu erweitern. Gleichzeitig war sie Cheerleaderin in der Schule. Nach ihrem Schulabschluss im Jahr 1986 wurde ihr klar, dass sie sich ganz ihrer Modelkarriere widmen wollte. Trotz ihrer Größe von nur 1,60 Meter, was für den Laufsteg als Nachteil galt, bekam sie nach und nach Aufträge, vor allem für Kataloge, Werbespots und Zeitschriften. Mit 21 Jahren ging Linda zu einem Vorsprechen, um Cheerleaderin eines bekannten American Football Teams zu werden. Sie setzte sich gegen Tausende von Mitbewerberinnen durch und bekam einen Platz im Team. Die ganze Familie feierte ihren Erfolg, aber für Steve war es besonders aufregend. Dank ihres Charmes wurde Linda im Jahr 1991 als Cheerleaderin des Jahres ausgezeichnet, was ihr Popularität in der Unterhaltungswelt einbrachte und ihr ermöglichte, viele Prominente aus Sport und Film kennenzulernen. 2 Jahre später, als sie die Cheerleader-Gruppe verließ, hagelte es Angebote für sie, und es war für sie normal, bis zu 3 Fotoshootings pro Tag zu absolvieren. Dadurch konnte sie von ihren Eltern ausziehen und in ein Haus ziehen, das sie sich mit 3 anderen Mädchen teilte, die ebenfalls ihre Karriere aufbauten. Die Welt der Laufstege war zwar sehr intensiv, hinderte Linda jedoch nicht daran, Zeit für ihre Lieben zu finden, insbesondere für ihre Mutter. Ihre Familie war überglücklich zu sehen, wie sie ihrem Traum näher kam. Aber Linda wollte sich nicht mit dem Erreichten zufrieden geben. Sie war sich bewusst, dass eine Karriere als Model nur vorübergehend sein kann, und begann, ihre Zukunft zu planen. Ihr neues Ziel war es, Schauspielerin zu werden, und sie begann, für verschiedene Rollen im Fernsehen vorzusprechen. Anfang Oktober 1995 verteilte Linda bei einer Veranstaltung in Las Vegas ihre Visitenkarte an mehrere Fotografen. Einen Monat später wurde sie zu einem Fotoshooting für ein Automagazin eingeladen. Der Fotograf war Charles Rapp, ein bekannter Profi in seinem Bereich, der als freundlicher Mensch beschrieben wurde, aber unter Arbeitsdruck manchmal etwas ruppig sein konnte. Am 16. November wachte Linda in gehobener Stimmung auf.
Sie hatte ein Casting für die beliebte Fernsehsendung Married with Children vor sich. Früh am Morgen erhielt sie unerwartet einen Anruf mit dem Angebot, ein dringendes Fotoshooting zu machen. Da bis zum Casting noch Zeit war, willigte sie ein. Um genau 10:45 Uhr rief Linda ihre Mutter an, um ihr mitzuteilen, dass sie zu einem Fotoshooting eilen müsse, und versprach, später zurückzurufen. Sie sagte jedoch nicht, wohin sie ging und mit wem sie sich traf. Sie nahm ihre Kosmetiktasche und ihren Terminkalender mit, stieg ins Auto und fuhr zum vereinbarten Ort. Am Abend machte sich Elaine Sorgen, als sie merkte, dass sie nichts von Linda gehört hatte. Das war untypisch für sie. Normalerweise rief Linda immer an und erzählte von ihrem Tag, insbesondere von den Ergebnissen ihrer Vorsprechen, aber an diesem Tag blieb es still. Sie teilte ihre Besorgnis ihrem Sohn Steve mit, der versuchte, sie zu beruhigen, indem er vermutete, dass seine Schwester einfach nur beschäftigt sei. Am nächsten Morgen kontaktierte Elaine Lindas Nachbarinnen, aber keine von ihnen wusste, wo sie war. Als sich herausstellte, dass Linda nicht einmal zum Casting für Married with Children erschienen war, sank ihrer Mutter vor Schreck das Herz. Als Elaine begriff, dass etwas nicht stimmte, meldete sie ihre Tochter sofort bei der Polizei als vermisst. Die Polizei befragte zunächst die Nachbarinnen. Die Mädchen bestätigten, dass sie Linda zuletzt gesehen hatten, als sie zu einem Fotoshooting ging. Ihr Tagesablauf war bekannt. Sie ging oft ins Fitnessstudio und besuchte ihre Lieblingsgeschäfte und Restaurants. Die Nachbarinnen erwähnten, dass Linda ihre Termine immer in einem Terminkalender notierte. Nach einer gründlichen Suche konnten die Polizisten dieses Notizbuch jedoch nicht in ihrem Zimmer finden. Die Ermittler besuchten das Fitnessstudio, in das Linda normalerweise ging. Das Personal kannte und mochte sie, teilte jedoch mit, dass sie am Vortag nicht dort gewesen war. Das Gleiche wiederholte sich auch an anderen Orten, die sie frequentierte. Zu diesem Zeitpunkt wurde eine Hotline eingerichtet, um Informationen über ihren Aufenthaltsort zu sammeln. Das Problem war jedoch, dass niemand wusste, wohin Linda gegangen war und wen sie treffen wollte. Seit ihrem Verschwinden waren bereits 2 Tage vergangen. Parallel dazu fand ein Müllmann, der in einer abgelegenen Gegend von Los Angeles entlang der Straße arbeitete, in einem Müllcontainer mehrere Fotos. Auf den Fotos war ein attraktives Mädchen zu sehen und er beschloss, 4 davon für sich zu behalten. Unterdessen befragte die Polizei weiterhin Lindas Ex-Freunde, Geschäftspartner und Menschen aus ihrem Umfeld. Allerdings mussten alle von der Liste der Verdächtigen gestrichen werden. Keiner von ihnen hatte Konflikte mit ihr gehabt. Seit Lindas Verschwinden waren bereits 4 Tage vergangen, aber die Polizei hatte noch immer kein Motiv und keinen entscheidenden Hinweis gefunden. Auf den ersten Blick hatte die Polizei weder Hinweise noch Verdächtige und die Ermittler begannen enttäuscht zu werden. Lindas Familie und Freunde beschlossen jedoch, nicht tatenlos zuzusehen. Sie druckten eine Anzeige mit ihrem Foto und detaillierten Informationen über sie und ihr Auto und setzten eine Belohnung von $2.000 für jede wertvolle Information aus. Dank Spenden konnten bald weitere $1.000 gesammelt werden. Das American Football Team, bei dem Linda einst Cheerleaderin war, veröffentlichte eine Pressemitteilung mit der Bitte um Hilfe und die Nachricht von ihrem Verschwinden verbreitete sich schnell in den Medien. Mehrere Fernsehsendungen widmeten diesem Fall viel Zeit. Dank dieser massiven Informationskampagne erhielt die Polizei etwa 100 Anrufe pro Stunde. Leider lieferte jedoch keiner davon konkrete Informationen über Lindas Aufenthaltsort. Der Fall schien ins Stocken geraten zu sein, bis ein wichtiges Detail die Aufmerksamkeit auf sich zog. Der Müllmann, der einige Tage zuvor die Fotos gefunden hatte, erkannte plötzlich, dass das Mädchen auf den Bildern die gesuchte Linda war. Er kontaktierte sofort die Polizei und gab den genauen Ort an dem er die Fotos gefunden hatte. Am nächsten Tag durchsuchten die Ermittler das Gebiet gründlich und fanden weitere Fotos sowie Lindas Tagebuch. Außerdem fanden sie einen Mietvertrag für einen Sportwagen. Dieses Dokument war auf den 16. November datiert, den Tag, an dem Linda verschwunden war. Das im Vertrag erwähnte Auto war ein Prototyp eines Geländewagens, der noch nicht in den Verkauf gekommen war. Die Polizei nahm den Vertrag als wichtiges Beweisstück mit. Danach konzentrierte sich die Suche nach Linda auf dieses Gebiet. An der Suchaktion beteiligten sich sogar Freiwillige, die jeden Winkel des Geländes absuchten. Nach etwa 4 Stunden fand eine Freundin von Linda ihre Kosmetiktasche in einem anderen Müllcontainer,
der etwa 10 Kilometer von der Stelle entfernt war, an der ihr Tagebuch gefunden worden war. Bei der Analyse der gefundenen Beweise stellte die Polizei fest, dass der Name im Mietvertrag mit einem der Kontakte übereinstimmte, die Linda in ihrem Telefon gespeichert hatte. Endlich begann sich ein Licht am Ende des Tunnels abzuzeichnen. Als ob das noch nicht genug wäre, erhielt die Polizei fast zeitgleich einen anonymen Anruf über ein verlassenes Auto auf dem Parkplatz eines Restaurants in Kalifornien, das der Beschreibung von Lindas Auto entsprach. Am selben Abend, als die Ermittler das gefundene Auto untersuchten, das sich als tatsächlich Linda gehörend herausstellte, erhielten sie einen neuen Anruf. Diesmal war der Anruf jedoch nicht anonym. Am anderen Ende der Leitung war Charles, einer der Fotografen, mit denen Linda gelegentlich zusammenarbeitete. Er sagte, er habe Linda am Tag ihres Verschwindens gesehen, als sie sich morgens in einem Restaurant getroffen hätten, um ihr Portfolio zu besprechen. Seinen Angaben zufolge sei sie für das Fotoshooting nicht geeignet gewesen und sie hätten sich auf dem Parkplatz verabschiedet. Da der Ermittler erkannte, dass dies derselbe Mann war, dessen Name im Mietvertrag für das Auto stand, stellte er Charles eine direkte Frage zu dem Auto. Charles behauptete jedoch, er wisse nicht, wie dieses Dokument in ihre Sachen gelangt sei. Charles beharrte weiterhin auf seiner Unschuld und erklärte, er wisse nicht, wie ihre Sachen in den Müllcontainer gelangt seien. Trotz all seiner Erklärungen und Versuche, sich aus dem Fall herauszuhalten, blieb er dennoch eine Schlüsselfigur für die Ermittlungen, da er offenbar der Letzte war, der Linda lebend gesehen hatte. Die Ermittler forderten ihn auf, zur weiteren Befragung auf die Wache zu kommen. Im Laufe der Ermittlungen fanden sie heraus, dass Charles und Linda sich tatsächlich vor einigen Wochen auf einer Automobilausstellung begegnet waren. Später am selben Tag rief Charles die Polizei an und erklärte, dass er nicht zur Wache kommen könne. Doch dann tätigte er einen weiteren seltsamen Anruf bei einer Bekannten, bei dem er offensichtlich betrunken war. Er begann zusammenhanglose Dinge zu sagen, darunter auch, dass er angeblich etwas mit Lindas Verschwinden zu tun habe. Zu allem Überfluss teilte er mit, dass er eine Pistole habe und sich das Leben nehmen wolle. Die Frau, die er angerufen hatte, war eine Reservepolizistin aus Los Angeles. Zusammen mit einem Kollegen begab sie sich sofort zu Charles' Haus, um eine Tragödie zu verhindern. Als sie dort ankamen, dauerte es eine Weile, ihn zu überzeugen, herauszukommen. Als er schließlich erschien, war deutlich zu sehen, dass er stark betrunken war und eine Pistole in der Hand hielt. Während des Gesprächs löste sich versehentlich ein Schuss und die Kugel prallte vom Asphalt ab und verletzte die Bekannte, die ihm helfen wollte. Glücklicherweise war die Verletzung nicht schwerwiegend, doch dieser Vorfall reichte aus, damit die Polizei Charles festnahm. Bei der Durchsuchung seines Hauses wurden mehr als 100 Schusswaffen gefunden, was an sich schon Verdacht erregte. Außerdem wurde eine Tasche mit Seilen, Klebeband und Alkohol sowie Dutzende ungewöhnlicher Fotos entdeckt, auf denen Models so posierten, als wären sie tot. Bei der Vernehmung änderte Charles seine ursprüngliche Version der Ereignisse vollständig. Nun behauptete er, dass er Linda tatsächlich für ein Fotoshooting engagiert habe, bei dem sie das in den Unterlagen erwähnte Auto fahren sollte. Seinen Angaben zufolge fand das Shooting am El Mirage Lake statt. Während des Shootings zeigte er Linda, wie man Stunts mit dem Auto macht, verlor jedoch die Kontrolle über das Fahrzeug und streifte sie versehentlich mit dem Seitenspiegel. Als er aus dem Auto stieg und feststellte, dass Linda tot war, geriet er in Panik und begrub ihre Leiche im Wald. Charles bestand darauf, dass er durch diesen Vorfall so traumatisiert gewesen sei, dass er sich nicht mehr an die genaue Stelle der Begräbnisstätte erinnern könne. Die Polizei glaubte ihm jedoch nicht, und da es nicht genügend Beweise gegen ihn gab, um Anklage zu erheben, konnte er nur für eine begrenzte Zeit in Gewahrsam genommen werden. Die Polizisten beeilten sich mit den Ermittlungen, um Schwachstellen in seiner Version der Ereignisse zu finden. Am nächsten Tag fanden sie das Auto, das laut Charles Linda angefahren hatte. Das Fahrzeug war gründlich gereinigt worden, mindestens 2-mal. Die Kriminaltechniker fanden jedoch keine Spuren eines Aufpralls auf der Karosserie, weder Beulen noch Kratzer, die auf einen Unfall hindeuten konnten. Obwohl auf der Außenfläche keine Spuren von Stoff oder Haaren entdeckt wurden, fanden sich bei der Untersuchung des Innenraums rote Flecken in den Spalten zwischen den Sitzen sowie mehrere lange, helle Haare. Darüber hinaus wurde im Inneren des Fahrzeugs an einer der Türen eine tiefe Delle festgestellt, die auf einen Kampf hindeuten konnte. Im Laufe der Ermittlungen tauchten weitere Beweise auf, die Charles' Lage noch verschlimmerten.
Models, die zuvor mit ihm gearbeitet hatten, berichteten, dass sein Verhalten nicht immer den beruflichen Umgangsformen entsprach. Mitunter benahm er sich sehr unangemessen. Diese Aussagen halfen der Polizei, ein bestimmtes Verhaltensmuster zu erkennen, das den Verdacht auf seine Beteiligung am Verschwinden von Linda verstärkte. Charles war dafür bekannt, Druck auf die Models auszuüben und sich gelegentlich unangebrachte Anspielungen zu erlauben, was bei den Mädchen Ablehnung hervorrief. Sie waren nur in Ausnahmefällen bereit, mit ihm zu arbeiten, wenn sie keine andere Wahl hatten. Die Situation um den Verdächtigen wurde noch komplizierter, als die Polizei erfuhr, dass Charles im Jahr 1979 in Ohio wegen sexueller Nötigung vor Gericht gestanden hatte. Damals schenkte der Richter jedoch seiner Darstellung Glauben, dass alles einvernehmlich geschehen sei. Charles wurde freigesprochen. In der Zwischenzeit bestätigten die Ergebnisse der DNA-Analyse, dass die Haare und Blutflecken, die im Auto gefunden worden waren, von Linda stammten. Nachdem sie alle Daten gesammelt hatten, beschlossen die Ermittler, eine List anzuwenden. Sie sagten Charles, dass sie seine Geschichte über den Unfall mit Linda glaubten. Sie fügten hinzu, dass es hilfreich wäre, ihre Leiche zu finden, um zu beweisen, dass es sich tatsächlich um einen Unfall gehandelt habe. Sobald Charles dies hörte, kehrte seine Erinnerung plötzlich zurück. Und bereits am 25. November 1995 zeigte er aus einem Hubschrauber heraus auf die Stelle, an der er Linda seiner Aussage nach begraben hatte. Die Operation wurde von einem forensischen Anthropologen überwacht und nach 8 Stunden Suche wurde Lindas Leiche gefunden. Zur Überraschung aller war sie fast nicht verwest. Experten erklärten dies damit, dass die Kälte, die Höhenlage und das Fehlen von Sonnenlicht in der Schlucht den Verwesungsprozess verlangsamt hatten. Tatsächlich befanden sich ihre Überreste in einem Zustand, der dem eines Kühlschranks ähnelte. Nach 9 Tagen in der Leichenhalle stellten die Experten fest, dass Linda, wenn sie tatsächlich von einem Auto angefahren worden wäre, charakteristische Verletzungen im Bereich der Knie aufgewiesen hätte. Ihre Beine zeigten jedoch weder Brüche noch Abschürfungen. Stattdessen wurden Spuren festgestellt, die darauf hindeuteten, dass sie an den Knöcheln gefesselt worden war, und diese Spuren stimmten mit der Stärke des Seils überein, das in Charles' Haus gefunden worden war. Außerdem hatte Linda innere Blutungen, Hämatome an den Beinen, was darauf hindeutete, dass sie Gewalt ausgesetzt gewesen war. Ein weiterer wichtiger Punkt betraf ihre Kleidung. Wäre es ein zufälliger Unfall mit anschließender hastiger Beerdigung gewesen, wären ihre Kleider ungeordnet gewesen. Es sah jedoch so aus, als sei sie nach ihrem Tod umgezogen worden. Noch bedeutender war, dass ihr Gesicht keine Spuren von Make-up aufwies, obwohl sie angeblich zu einem Fotoshooting unterwegs gewesen war, während in ihrem Blut eine hohe Alkoholkonzentration festgestellt wurde. Das Fazit des Gerichtsmediziners war eindeutig. Linda wurde der Zugang zu Sauerstoff versperrt und sie wehrte sich vor ihrem Tod heftig. Für ihre Familie war es ein schwerer Schlag zu erfahren, dass die letzten Minuten ihres Lebens so qualvoll und schrecklich gewesen waren. Der Anwalt der Familie zeigte ihren Eltern und ihrem Bruder ein Foto ihres Leichnams, doch sie weigerten sich, sie in diesem Zustand anzusehen. Charles wurde offiziell verhaftet und wegen Mordes 1. Grades angeklagt. Das Gericht setzte eine Kaution in Höhe von $1 Million fest, doch Charles beharrte weiterhin auf seiner Unschuld. Nach einiger Zeit versuchte er in Haft, sich das Leben zu nehmen, woraufhin er unter strenge Überwachung gestellt wurde. Charles versuchte, sich zu rechtfertigen, indem er eine weitere Version des Geschehens vorbrachte und jedes Beweisstück zu erklären suchte, das auf seine Schuld hindeutete. Diesmal behauptete er, dass Linda selbst begonnen habe, ihn zu verführen, indem sie sich sogar ausgezogen habe. Als er jedoch nicht auf ihre Andeutungen eingegangen sei und einfach weiter Fotos von ihr gemacht habe, sei Linda angeblich wütend geworden. Charles erklärte, er habe sie beruhigen und überreden können, sich wieder anzuziehen und ihr anschließend gezeigt, wie man das Auto fährt. Genau in diesem Moment habe er sie versehentlich geschlagen, woraufhin sie gestürzt sei und sich eine Verletzung im Gesicht zugezogen habe. Charles behauptete weiter, er habe Linda ins Auto gesetzt, um sie ins Krankenhaus zu bringen, doch sie habe begonnen, mit ihm zu kämpfen und ihm gedroht, ihn zu verklagen. Er habe versucht, sie mit einer Hand festzuhalten, doch die Situation sei zunehmend aggressiv geworden. Um sie zu beruhigen, habe er sich seiner Aussage nach reitend auf sie gesetzt, bis sie aufgehört habe, sich zu wehren.
Irgendwann habe er jedoch festgestellt, dass sie nicht mehr atmete. Er habe versucht, sie wiederzubeleben, jedoch ohne Erfolg. Was die Spuren von Seilen an ihren Knöcheln betraf, erklärte Charles, er habe ihre Beine gefesselt, um den Körper aus dem Auto zu tragen und zu begraben. Am 1. Dezember fand in der Kirche, in der sie aufgewachsen war, eine Trauerfeier zu Ehren von Linda statt. Mehr als 1000 Menschen kamen zur Beerdigung, nicht nur Freunde und Verwandte, sondern auch Menschen, die sie nie gekannt hatten, jedoch von der Tragödie ihres Todes tief bewegt waren. Die Medien berichteten ausführlich über dieses Ereignis, hoben hervor, welch strahlender Mensch Linda gewesen war und sprachen ihrer Familie ihr Beileid aus. Nach Lindas Beerdigung begannen ihre Angehörigen, Gerechtigkeit und die Bestrafung des Täters zu fordern. Die Polizei war unterdessen der Ansicht, dass die gesammelten Beweise für sich sprachen. Die Gewalt, der Linda ausgesetzt gewesen war, stimmte nicht mit Charles' Darstellung eines Unfalls überein. Als Charles erkannte, dass seine Position schwach war, versuchte er erneut, sich zu rechtfertigen. Er behauptete, er habe 5 Filmrollen, die angeblich beweisen würden, dass Linda freiwillig mit ihm in diesem Auto, einem Prototyp, der noch nicht auf den Markt gekommen war, intim geworden sei. Als diese Filme den Behörden übergeben wurden, stellte sich heraus, dass 4 davon tatsächlich Fotos einer Frau in Kleidern enthielten, während der 5. 13 unscharfe Aufnahmen einer Frau in provokanten Posen zeigte. Die Fotos waren jedoch über bereits belichteten Film aufgenommen worden, was es sehr schwierig machte zu erkennen, wo sich das Auto befand und wer auf den Aufnahmen zu sehen war. Letztendlich musste bestätigt werden, dass es sich tatsächlich um dasselbe Auto handelte. Und vor allem stellte sich die Frage, ob diese Frau tatsächlich Linda war. Im Laufe der Ermittlungen stellte sich heraus, dass Charles einige Wochen vor der Anmietung dieses Autos einen anderen Prototyp einer anderen Automarke fotografiert hatte. Daraufhin forderten die Ermittler von dem Unternehmen ein Bild des Innenraums dieses Fahrzeugs an. Mit Hilfe von Bildverbesserungstechnologien überlagerten die Experten die Fotos des Innenraums und des Armaturenbretts und konnten bestätigen, dass es sich um ein anderes Auto handelte. Außerdem stimmte die Figur der Frau auf den Aufnahmen nicht mit der Statur von Linda überein. Ihre Kleidung unterschied sich von der, die Linda am Tag ihres Verschwindens getragen hatte. Somit wurde diese Version von Charles verworfen. Die Polizei setzte auch den Kontakt zu den Models fort, die an den Fotoshootings für die in Charles' Haus gefundenen Aufnahmen teilgenommen hatten. Die Ermittler wollten sich vergewissern, dass alle lediglich für die Kamera posiert hatten und keiner von ihnen tatsächlich Gewalt ausgesetzt gewesen war. Zu diesem Zeitpunkt begannen einige Medien zu spekulieren, dass Charles mit dem Verschwinden von Frauen von Michigan bis Kalifornien und möglicherweise auch mit mehreren ungelösten Verbrechen in Verbindung stehen könnte. Es wurden jedoch keine Beweise gefunden, die ihn mit diesen Fällen in Zusammenhang brachten. Der Prozess gegen Charles begann Mitte Oktober 1996. Die Staatsanwaltschaft erklärte, dass er von Anfang an geplant habe, Linda in den Wald zu bringen, um sie zu einer intimen Beziehung zu überreden und sie, falls sie sich weigern sollte, dazu zu zwingen. Obwohl er ihr Alkohol anbot, was für Linda untypisch gewesen sei, wie ihre Freunde feststellten, gelang es ihm nicht, sie zu einer intimen Beziehung zu bewegen. Dann, so die Anklage, griff er zu Gewalt und tötete sie schließlich. Vor Gericht sagten 2 Models aus, die im Jahr 1994 mit Charles zusammengearbeitet hatten. Beide bestätigten, dass der Mann eine Abneigung gegen Linda gehabt habe und sich oft äußerst negativ über sie geäußert habe. Sie erfuhren dies zufällig, als sie über Lindas mögliche Teilnahme an Werbekampagnen für Badeanzüge diskutierten, woraufhin Charles erklärt habe, dass er niemals mit ihr arbeiten würde, es sei denn, man würde ihn dazu zwingen. In der Modelwelt kursierten Gerüchte, dass Linda Charles' Versuche, sie zu verführen, kategorisch zurückgewiesen habe, was bei ihm Wut und Groll ausgelöst habe. Charles und seine Verteidiger beharrten ihrerseits darauf, dass das Bildmaterial als Beweis für seine Unschuld dienen könne. Dieses Argument erwies sich jedoch als unzureichend und nicht überzeugend. Am Ende befanden die Geschworenen Charles am 2. November 1996 nach 6-stündiger Beratung für schuldig, sexuelle Gewalt und Mord 1. Grades begangen zu haben. Am nächsten Tag wurde er wegen des Mordes an Linda Sobeck zu lebenslanger Haft ohne Bewährungsmöglichkeit verurteilt. Er wurde zur Verbüßung seiner Strafe in ein Männergefängnis in Kalifornien gebracht.
Als die Geschworenen den Gerichtssaal verließen, umarmten Lindas Mutter, ihr Vater Robert und ihr Bruder Steve, tief bewegt, jeden einzelnen von ihnen, und bedankten sich. Später, um ihre Trauer in etwas Positives zu verwandeln, spendete Lindas Familie $1.000 aus dem Entschädigungsfonds für Frauen, die Opfer von Gewalt geworden sind. Am 10. Jahrestag von Lindas tragischem Tod empfanden ihre Angehörigen immer noch Schmerz und Wut. Sie konnten den Gedanken nicht loswerden, dass Linda vielleicht noch am Leben wäre, wenn der Richter im Jahr 1979 der Frau geglaubt hätte, die Charles der Vergewaltigung beschuldigt hatte und ihn ins Gefängnis geschickt hätte. Jedes Mal, wenn sie interviewt wurden, betonten die Mitglieder der Familie Sobek, wie schwer es gewesen sei, die Jahre ohne sie zu überstehen. Denn sie hinterließ eine Lücke, die niemand und nichts füllen konnte. Laut ihrer Mutter sei die Welt besser gewesen, als ihre geliebte Tochter Linda noch gelebt habe. Das Urteil war also gefällt, und es schien, als habe die Gerechtigkeit gesiegt. Doch Jahre später, als der Fall Linda Sobek bereits zu einer Geschichte der Vergangenheit geworden war, kam es zu einer unerwarteten Wendung. Im Jahr 2010 stieß einer der Privatermittler, der an einem anderen Fall über das Verschwinden eines Mädchens arbeitete, auf ähnliche Elemente wie im Fall von Charles. Er begann, alte Fälle zu überprüfen, und bald bestätigten sich seine Vermutungen. In ganz Kalifornien und darüber hinaus gab es Fälle von verschwundenen jungen Frauen. Alle hatten auf die eine oder andere Weise mit der Modelwelt zu tun. Der Ermittler begann mit einer gründlichen Untersuchung und stieß auf bislang unbekannte Fakten. Einige der Frauen, die in den 1980er und 1990er Jahren verschwunden waren, wiesen Gemeinsamkeiten mit Linda auf, arbeiteten als Models und nahmen an Fotoshootings mit wenig bekannten Fotografen teil. Am auffälligsten war jedoch, dass viele dieser Frauen mit demselben Agenten arbeiteten, der einst mit Charles zusammengearbeitet hatte. Daraufhin tauchten Hinweise auf geschlossene und geheime Clubs auf, an denen Charles und andere einflussreiche Fotografen jener Zeit angeblich beteiligt gewesen sein sollen. Diese Clubs waren der breiten Öffentlichkeit nicht bekannt, doch unter Fachleuten der Modelbranche kursierten Gerüchte über sie. Es wurden genügend Hinweise gesammelt, um zu vermuten, dass Charles Teil eines größeren kriminellen Netzwerks gewesen war, das junge Models für seine dunklen Machenschaften missbrauchte. Bald wurden dem Gericht neue Beweise vorgelegt, und zur Überraschung aller gab Charles aus seiner Gefängniszelle zu, dass Linda nicht sein erstes Opfer gewesen sei. Widerwillig räumte er ein, dass er über viele Jahre hinweg mit anderen Kriminellen zusammengearbeitet habe, jedoch nie die Verantwortung für deren Morde übernommen habe. Diese neue Wendung in dem Fall schockierte die Öffentlichkeit und löste umfangreiche Ermittlungen aus. Viele Familien, die ihre Töchter verloren hatten, konnten endlich die Antworten erhalten, auf die sie so viele Jahre gewartet hatten. Es stellte sich heraus, dass Linda Sobek kein Zufallsopfer gewesen war. Sie war die letzte in einer langen Reihe tragischer Geschichten, die mit Grausamkeit und kriminellen Handlungen verbunden waren und sich hinter schönen Fotos und Hochglanzmagazinen verborgen hatten. So wurde ihr Tod zum Anfang vom Ende eines ganzen Netzwerks von Verbrechen, die sich in der Welt des Modelings versteckt hielten, und zugleich zu einem Symbol für den Kampf um Gerechtigkeit für jene, die unter dieser dunklen Seite der Branche gelitten hatten. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf. Jade Jenks, geboren in Kalifornien, wuchs bei ihrem leiblichen Vater auf, der seit ihrer Kindheit ihr einziger Vormund war. Er bot ihr Stabilität, Fürsorge und Unterstützung. Die Beziehung zu ihrer Mutter war schwierig und unregelmäßig. Diese kämpfte mit Abhängigkeitserkrankungen und psychischen Problemen und konnte Jade nicht die nötige Aufmerksamkeit schenken. Trotzdem versuchte Jade, den Kontakt aufrechtzuerhalten und besuchte sie gelegentlich. Als Jade 14 Jahre alt war, lernte ihre Mutter Tom Marmon kennen, der später ihr Ehemann und für Jade ihr Stiefvater wurde. Tom war älter, hatte einen festen Job und machte einen verantwortungsbewussten Eindruck. Als ihr gemeinsamer Sohn Cash geboren wurde, entwickelte Jade eine tiefe Zuneigung zu ihrem Bruder und wollte so viel Zeit wie möglich mit ihm verbringen. Anfangs war Tom für sie lediglich der neue Partner ihrer Mutter, ohne irgendeine väterliche Rolle einzunehmen. Ihre Kommunikation war formell und oberflächlich,
Doch mit der Zeit entstand durch Gespräche und gegenseitigen Respekt eine Verbindung zwischen ihnen. Tom bezeichnete Jade stets als seine Tochter. Als Jades Mutter wegen eines Zusammenbruchs Cashs ersten Schulmorgen verpasste, wurde Jade klar, dass sie eingreifen musste. Sie traf die mutige und bewusste Entscheidung, zu Tom und Cash zu ziehen, um einen Teil der Verantwortung für die Familie zu übernehmen. Von diesem Moment an wurde Jade Jenks zur vollwertigen Haushälterin in Toms Haus. Sie kümmerte sich um die Reinigung, führte den Haushalt und sorgte für ihren jüngeren Bruder, wobei sie im Grunde genommen die Rolle ihrer Mutter übernahm, die sich sowohl körperlich als auch emotional zunehmend zurückzog. Das gemeinsame Überwinden von Schwierigkeiten brachte Jade und Tom einander näher. Gemeinsam bewältigten sie Haushalts- und Familienprobleme, die durch das zunehmend unangemessene Verhalten ihrer Mutter verursacht wurden. Diese Partnerschaft stärkte ihre Bindung. Später, als ihre Mutter verhaftet wurde, blieb Jade bei Tom und ihrem Bruder Cash wohnen. Sie zogen in ein neues Haus, in der Hoffnung auf einen Neuanfang. Zu diesem Zeitpunkt war Jade knapp über 20 Jahre alt. Sie übernahm die volle Verantwortung für ihren Bruder und führte weiterhin den Haushalt. In vielerlei Hinsicht lebte Jade Jenks seit ihrer Kindheit zwischen zwei Welten. Die eine war geprägt von der unerschütterlichen Liebe und Fürsorge ihres leiblichen Vaters, in der anderen musste sie erwachsene Pflichten übernehmen und eine Familie zusammenhalten, die auseinanderbrach. Tom wurde zu ihrem Anker in dieser unvorhersehbaren Realität und ihre Beziehung entwickelte sich zu einer Verbindung, die auf tiefem Vertrauen beruhte. Tom Marman, ein 64-jähriger Einwohner der Küstenstadt Solana Beach im Bezirk San Diego, hatte einen makellosen Ruf und war für seinen geordneten Lebensstil bekannt. Er hatte 3 leibliche Söhne, sagte jedoch oft, dass er 4 Kinder habe. Er bezeichnete Jade Jenks stets als seine Tochter, obwohl sie nicht blutsverwandt waren. Tom arbeitete viele Jahre lang im Palmenanbau, wechselte jedoch im Jahr 2011 seine Tätigkeit. Zusammen mit einem Gleichgesinnten gründete er eine Schmetterlingsfarm, die sich auf den Verkauf von Pflanzen spezialisierte, die Schmetterlinge in Gärten anlocken. Das Geschäft war erfolgreich, insbesondere während der Pandemie, als die Menschen mehr Zeit zu Hause verbrachten und sich verstärkt für Gartenarbeit interessierten. Aus geschäftlicher Sicht schien für Tom alles perfekt zu sein. Er wurde als Mensch respektiert, der sich leidenschaftlich für seine Arbeit engagierte, der Natur verbunden war und sich um jede einzelne Pflanze auf seiner Farm mit großer Sorgfalt kümmerte. Die Kunden äußerten sich sehr positiv über ihn und seine Kollegen bewunderten seine Professionalität. Doch sein Privatleben erzählte eine ganz andere Geschichte. Tom hatte ernsthafte Gesundheitsprobleme. Jahrelanger Alkoholmissbrauch hatte seine Leber und sein Herz stark geschädigt. Obwohl er äußerlich gefasst und tatkräftig wirkte, stand er ständig unter ärztlicher Beobachtung und nahm starke Medikamente ein. Ende 2020, nach einer Augenoperation, die sein Sehvermögen vorübergehend verschlechterte, stürzte Tom und verletzte sich. Deshalb musste er für kurze Zeit in einem Rehabilitationszentrum bleiben. Während dieser Zeit übernahm Jade Jenks vollständig alle Aufgaben im Haushalt. Sie kam regelmäßig vorbei, um Ordnung zu halten und sich auf Toms Rückkehr vorzubereiten. Sie wusste, dass er nach seiner Entlassung allein nicht zurechtkommen würde. Nach dem Umzug in das Haus ihrer Mutter begann Jade, sich aktiv am Familienleben zu beteiligen. Ihr Alltag mit Tom wurde zur Routine. Die Rollen waren klar verteilt. Er sorgte für den finanziellen Unterhalt und war gelegentlich zu Hause, während Jade sich um nahezu alles im Haushalt kümmerte, ihn unterstützte und alle familiären Angelegenheiten regelte. Unter dieser äußeren Stabilität baute sich jedoch langsam eine innere Spannung auf. Mit der Zeit begann Jade zu verstehen, dass sie zu viel auf sich nahm. Sie übernahm fast alle häuslichen Pflichten, während Tom sich immer mehr zurückzog. Obwohl er der Vater ihres jüngeren Bruders war, kümmerte sich Jade um alle seine täglichen Bedürfnisse, was sie erschöpft und gekränkt zurückließ. Sie fühlte sich wie eine Nebendarstellerin. Von ihr wurde stets Hilfe erwartet, doch niemand fragte sie jemals, wie sie sich selbst fühlte und was sie brauchte. Besonders verletzt war Jade durch Toms Bemerkungen über ihren leiblichen Vater. Sie hatte immer eine sehr enge Beziehung zu ihm gehabt. Er gab ihr ein Gefühl der Stabilität, zog sie liebevoll auf und unterstützte sie jederzeit. Tom hingegen machte keinen Hehl aus seiner Abneigung gegen ihn.
Er erniedrigte ihren Vater offen und verglich sich ständig mit ihm, um sich selbst in einem besseren Licht darzustellen. Jade hatte das Gefühl, dass er versuchte, ihren Vater nicht nur im Haus, sondern auch in ihrem Bewusstsein zu ersetzen. Sie nahm diese Kommentare sehr persönlich, als Zeichen der Respektlosigkeit gegenüber ihrem Vater und ihr selbst. In ihr wuchs ein Gefühl der Unruhe. Jade begann sich zu fragen, wo überhaupt ihre persönlichen Grenzen lagen. Sie wollte nicht weggehen. Ihr Bruder war noch klein und brauchte sie, besonders in Abwesenheit ihrer Mutter. Doch der Gedanke, weiterhin in einem Umfeld zu leben, in dem ihre Gefühle ignoriert wurden, wurde immer unerträglicher. Ihr Beitrag zur Familie wurde als selbstverständlich angesehen, ohne Dankbarkeit, ohne Anerkennung. Schließlich entschied sich Jade, wegzuziehen. Der Umzug war ein Wendepunkt für sie. Zum ersten Mal seit vielen Jahren konnte sie sich ganz auf sich selbst konzentrieren. Sie richtete ihre ganze Energie auf ihre berufliche Entwicklung und die Gestaltung ihres eigenen Lebens. Sie brach den Kontakt zu Tom und ihrem Bruder nicht vollständig ab, doch ihre Kommunikation wurde selten und formell. Die Verbindung zu ihrem Bruder blieb stark, aber zu Tom hielt sie bewusst Abstand. Die Jahre vergingen, und es schien, als sei dieses gemeinsame Kapitel ihres Lebens still zu Ende gegangen. Doch dann nahm das Leben ganz zufällig eine seltsame Wendung. Jade kaufte ein Haus in derselben Straße, in der Tom wohnte, nur wenige Häuser von ihm entfernt. Es war ein unerwarteter Zufall, doch genau dieser führte zu einer langsamen Wiederannäherung. Zunächst beschränkte sich alles auf kurze Gespräche auf der Straße, dann folgten Einladungen zum Abendessen. Mit der Zeit entwickelte sich ihre Beziehung wieder zu etwas scheinbar Stabilem. Von außen betrachtet schienen Jade und Tom ein enges Verhältnis zu haben. Es war keine Spannung zu spüren. Er schien aufrichtig dankbar für ihre Aufmerksamkeit und Fürsorge zu sein, insbesondere angesichts seiner sich verschlechternden Gesundheit. Trotz der vergangenen Kränkungen zeigte Jade keinen Zorn und kein Unverständnis für die alten Konflikte. Es schien, als hätten sie es geschafft, das Vertrauen wiederherzustellen und eine reife, stabile Beziehung aufzubauen. Jades wahre Motive blieben jedoch unklar. Sie kehrte zu ihrem früheren Kommunikationsmuster zurück, jedoch ohne die frühere Herzlichkeit und Offenheit. Ihr Verhalten glich eher der Erfüllung von Pflichten als einem aufrichtigen Versuch, die Verbindung wiederherzustellen. Sie war höflich und aufmerksam, hielt jedoch emotionalen Abstand. Einerseits war sie wieder in Toms Haus, andererseits hatte sie nicht mehr das Gefühl, zu ihm zu gehören. Ihre Kommunikation blieb scheinbar ausgeglichen, doch das war nur eine Illusion von Harmonie. Und genau unter diesen Umständen nahm die Geschichte eine radikale Wendung. Ende 2020, während Tom sich im medizinischen Zentrum erholte, putzte Jade sein Haus. Als sie den Staub vom Tisch wischte, stieß sie versehentlich gegen den Computer. Dieser befand sich im Ruhemodus und schaltete sich plötzlich ein. Was sie auf dem Bildschirm sah, erschütterte sie bis ins Mark. Es war ein intimes Foto von ihr, auf dem sie völlig nackt zu sehen war. Genau das Foto, das sie einst vertrauensvoll an ihren ehemaligen Partner geschickt hatte. Zunächst versuchte Jade, eine logische Erklärung zu finden. Vielleicht ein Fehler, vielleicht ein Irrtum. Doch schnell wurde klar, dass es kein Zufall war. Das Foto war absichtlich als Desktop-Hintergrund eingestellt worden und nahm den gesamten Bildschirm ein. Es war eine bewusste Handlung und kein technischer Fehler. Sie erstarrte und wusste nicht, wie sie reagieren sollte. Im Haus des Mannes, dem sie einst vertraut hatte, wurde sie mit einer schockierenden Verletzung ihrer Privatsphäre konfrontiert. Dieser Moment war ein Wendepunkt, der ihre Wahrnehmung von Tom für immer veränderte. Anstatt das Haus zu verlassen, blieb Jade, fassungslos, aber getrieben von dem Bedürfnis zu verstehen. Sie schaltete den Computer ein und begann, die Dateien zu durchsuchen. Äußerlich ruhig war sie innerlich von einem wachsenden Gefühl des Entsetzens erfüllt. Als sie den Dateimanager öffnete, bemerkte sie schnell mehrere versteckte Ordner, die alle mit einem Passwort geschützt waren. Zu ihrem Entsetzen funktionierte eines der Passwörter. Es war der Spitzname eines ihrer Haustiere. Darin befanden sich Hunderte von Fotos von ihr, nach Jahren sortiert. Es waren keine zufälligen Aufnahmen. Sie waren ohne ihr Wissen gemacht worden. Im Badezimmer, im Schlafzimmer, in Momenten, in denen sie sich umzog oder einfach nur zu Hause entspannte.
Das war mehr als beunruhigend. Es zerstörte ihr Gefühl von Sicherheit. Jedes neue Foto verstärkte ihren Schrecken. Einige waren offensichtlich mit einer versteckten Kamera aufgenommen worden, möglicherweise mit Überwachungsgeräten, die im Haus installiert gewesen waren. Auf den ersten Blick hätte man meinen können, es handele sich um zufällige Bilder aus dem Internet, doch Jade wusste es besser. Sie erkannte sich sofort wieder. Ihre Pyjamas, die Einrichtung ihres Zimmers, ihren Gesichtsausdruck, ihre Körpersprache in alltäglichen Situationen, die niemand sehen sollte. Jade begann, die Dateien eine nach der anderen zu löschen. Sie öffnete jeden Ordner, jeden Unterordner und überprüfte, ob es Duplikate oder Sicherungskopien gab. Doch mit jedem gelöschten Bild kam die quälende Erkenntnis, dass dies nichts war, was man einfach aus dem Gedächtnis löschen konnte. Sie suchte verzweifelt nach einer Möglichkeit, alles vollständig und für immer zu vernichten. Und dann fand sie eine externe Festplatte. Sofort wurde ihr klar: möglicherweise befand sich hier der größte Teil des Archivs. Als sie anschloss, fand sie dieselbe Ordnerstruktur vor, doch es gab noch mehr Dateien. Jade löschte alle Bilder und entfernte anschließend die Festplatte physisch aus dem Computer. Sie schlug mehrfach mit einem schweren Gegenstand darauf ein, bis das Gehäuse zerbrach. Sie wickelte die Festplatte in Handtücher und warf sie in einen Mülleimer auf der Straße. Erst als sie sich vergewissert hatte, dass die Daten nicht mehr wiederhergestellt werden konnten, kehrte sie ins Haus zurück und sank auf den Boden, unfähig zu begreifen, was sie als nächstes tun sollte. Was sie für ihre Familie gehalten hatte, stellte sich als etwas völlig anderes heraus. Es war der Zusammenbruch all dessen, woran sie geglaubt hatte, die Zerstörung der Grundlagen, auf denen ihr Leben aufgebaut gewesen war. Ein Gedanke beschäftigte sie unaufhörlich. Wenn Tom herausfände, dass sie die Fotos entdeckt und vernichtet hatte, würde er ihr niemals vergeben. Jade war sich sicher, dass er zu allem fähig war. Sie zweifelte nicht daran, dass er zu extremen Maßnahmen greifen würde. Sie erinnerte sich an sein früheres Verhalten, daran, wie Kontrolle und Strenge als Fürsorge getarnt worden waren. Damals hatte sie das als Schutz verstanden. Die Abende wurden zu einer ständigen Anspannung. Um ihre Angst irgendwie in den Griff zu bekommen, bedeckte Jade ihr Bett mit einem Stück Plastikfolie, das sie in Toms Garage gefunden hatte. Das war irrational, ein verzweifelter Versuch, sich rein und sicher zu fühlen. Sie konnte nicht mehr einschlafen, wenn sie nicht vollständig angezogen war, das Licht brannte und sie ein Messer in der Hand hielt, das sie die ganze Nacht fest umklammerte. Realität und Angst verschmolzen miteinander. Die Erschöpfung brachte keine Erleichterung. Die Paranoia wurde nur noch stärker. Der Gedanke, dass Tom erfahren könnte, dass sie alles aufgedeckt hatte und was sie getan hatte, wurde zu ihrer größten Angst. Ihr Leben verwandelte sich in eine ständige Bereitschaft zum Schlag. Körper und Geist befanden sich in einem Zustand dauerhafter Kampf- oder Fluchtbereitschaft. Die bedrückende Mischung aus Zweifeln, Panik, Ekel und Angst wurde unerträglich. Der psychische Druck erreichte einen Punkt, an dem das rationale Denken zu versagen begann. In diesem labilen Zustand begann Jade, ihre weiteren Schritte zu planen. Von Angst erfasst, erkannte Jade, dass sie das allein nicht schaffen würde. Sie wandte sich an einen Mann, den sie nur ein einziges Mal auf einer Party getroffen hatte. Sie waren keine Freunde. Es gab kein Vertrauen, nur vage Erinnerungen und eine Telefonnummer. Sie schickte ihm eine kurze Nachricht ohne Erklärung. Ich brauche Hilfe. Weder eine Stunde später noch am nächsten Tag kam eine Antwort. Er hatte die Nachricht gelesen, aber nicht geantwortet. Dieses Schweigen verstärkte nur ihr Gefühl der Isolation. Niemand wusste, was in ihr vorging. Der Einzige, an den sie sich gewandt hatte, hatte entweder Angst oder wollte sich einfach nicht einmischen. Jade war wieder allein mit ihren Gedanken, und davon hatte sie viel zu viele. Sie überlagerten sich, prallten aufeinander und machten ihr Angst. Sie ging in einen Haushaltswarenladen. Ihr Korb war voll mit Dingen, die sie sich selbst niemals kaufen würde. Medikamente, die einschläfernd wirken konnten, ein Seil, ein Duschvorhang, Handschuhe. Ihr Herz schlug wie wild. Der Kassierer warf ihr einen neugierigen Blick zu, stellte aber keine Fragen. Sie bezahlte schnell und fuhr davon. Am Morgen des 31. Dezembers holte Jade Tom aus dem Rehabilitationszentrum ab. Trotz seiner Schwäche und eines jüngsten Vorfalls, bei dem er sich selbst verletzt hatte,
entließen die Ärzte ihn auf eigene Verantwortung. Jade half ihm, seine Sachen zu packen und fuhr ihn nach Hause. Auf dem Weg und auch zu Hause stützte sie ihn. Er war zu schwach, um sich selbstständig fortzubewegen. Zu Hause angekommen, bereitete sie ihm einen bequemen Platz im Schlafzimmer im Erdgeschoss vor. Sie stellte Wasser, Medikamente und Kissen bereit. Alles sah nach Fürsorge aus, aber Jade war bereits bereit. Der Plan stand fest. Zusammen mit der Entlassung wurde Tom ein starkes Schlafmittel verschrieben. Da sie dessen Wirkung kannte, insbesondere in hohen Dosen, gab Jade ihm unter dem Vorwand, ihm zur Erholung zu verhelfen, mehrere Tabletten. Tom nahm sie ohne Fragen ein. Jade beobachtete, wie das Beruhigungsmittel wirkte. Seine Sprache wurde undeutlich, seine Bewegungen verlangsamten sich und nach weniger als einer Stunde konnte er nicht mehr aus dem Bett aufstehen. Sein Blick wurde leer, seine Atmung schwer. Er war noch am Leben, aber völlig hilflos. Jade saß neben ihm und beobachtete ihn ruhig, ohne sichtbare Angst oder Emotionen, und war sich bewusst, wie schutzlos er geworden war. Als Tom fast gar nicht mehr reagierte und zu schwer wurde, um ihn allein zu bewegen, wurde Jade klar, dass sie körperliche Hilfe brauchte, um ihn von der Veranda zurück ins Haus zu tragen. Sie begann, Leute anzuschreiben. Der erste war ein Mann, mit dem sie einmal eine kurze Affäre gehabt hatte. Sie schrieb ihm einfach: »Kannst du mir helfen, meinen Stiefvater ins Haus zu tragen? Es geht ihm schlecht.« Er kam schnell, aber als er Tom sah, schlaff, fast bewusstlos, erstarrte er. Er spürte sofort, dass die Situation ungewöhnlich war. Jade beharrte: »Hilf mir einfach, ihn reinzutragen.« Das war alles. Der Mann berührte Tom, spürte seine Leblosigkeit und trat, ohne ein Wort zu sagen, zurück und ging. Er antwortete nicht mehr auf ihre Nachrichten. Dann kontaktierte Jade einen anderen Bekannten, jünger und naiver. Sie sagte, sie brauche Hilfe im Haushalt, doch als er ankam und den fast bewegungslosen Mann auf dem Boden sowie Jades distanziertes Verhalten sah, wuchs seine Unsicherheit. Auch er lehnte es ab, zu helfen und sagte, dass ihm die Situation seltsam vorkomme und er gehen müsse. Beide Männer hatten das Gefühl, dass etwas nicht stimmte, aber keiner von ihnen rief den Krankenwagen und meldete den Vorfall. Sie gingen einfach weg und ließen Jade mit ihrer Entscheidung und Tom, der noch am Leben war, allein. Sein Atem war flach und angestrengt. Sein Bewusstsein schwand. Er konnte weder sprechen noch sich bewegen, aber er war immer noch da, lebendig, in seinem sterbenden Körper. Jade blieb allein mit Tom zurück, der nun völlig bewegungsunfähig war. Sie handelte nicht sofort. Stunden vergingen, nachdem sie ihn zurückgeschleppt hatte. Er lag auf dem Boden, während sie um ihn herumging, unfähig, eine endgültige Entscheidung zu treffen, aber längst über den Punkt hinaus, an dem es kein Zurück mehr gab. Spät in der Nacht stülpte sie ihm eine Plastiktüte über den Kopf. Er wehrte sich nicht. Jade stand daneben und beobachtete schweigend, wie sein Atem langsamer wurde. Dann zog sie, ohne ein Wort zu sagen, die Schnur um seinen Hals fest. Alles geschah in völliger Stille. Tom bewegte sich nicht mehr. Am nächsten Morgen legte sie die Leiche in ihr Auto, wickelte sie in ein Tuch, band es fest zu und schob es auf den Rücksitz. Das Auto stand mehrere Stunden lang mit geschlossenen Fenstern in der prallen Sonne. Jade blieb im Haus und wusste nicht, was sie als nächstes tun sollte. Ihr Telefon blieb stumm. Niemand suchte nach Tom. Es herrschte eine unheimliche Stille. Am Abend schleppte sie die Leiche in den Hof. Dort lagen alte Kartons, Gerümpel und Dinge herum, die seit Jahren niemand mehr angerührt hatte. Vorsichtig legte sie die Leiche in eine Ecke, schob sie zwischen die Kisten und bedeckte sie mit Müll. Alles wurde so arrangiert, dass es keine Aufmerksamkeit erregte. Dann kehrte sie ins Haus zurück und schloss die Tür ab. Ein ganzer Tag verging. Jade verließ das Haus nicht. Sie ignorierte Anrufe und Nachrichten und tat so, als wäre nichts geschehen. Niemand stellte Fragen. Von außen sah es so aus, als wäre Tom einfach verschwunden. Weitere Tage vergingen. Tom meldete sich nicht und kehrte nicht in die Reha-Klinik zurück. Zunächst schlug das Personal keine Alarmglocken. Solche Verzögerungen kamen manchmal vor. Aber am 3. Tag begann die Unruhe zu wachsen. Am 5. Tag nach seinem Verschwinden rief Jade selbst die Polizei an.
Mit ruhiger Stimme erklärte sie, dass sie auf einen Freund der Familie aufgepasst habe, der nach seiner Entlassung aus dem Krankenhaus einige Stunden bei ihr zu Hause verbracht habe, dann aber gegangen sei und nicht zurückgekommen sei. Sie äußerte sich besorgt um sein Wohlergehen und sagte, sie habe keine Ahnung, wo er sein könnte. Dieser Anruf leitete offiziell die Ermittlungen zum Verschwinden einer Person ein. Die Beamten kamen noch am selben Tag. Jade empfing sie an der Tür, höflich, aber sichtlich angespannt. Sie wiederholte ihre Geschichte. Eine flüchtige Inspektion des Geländes und ein oberflächlicher Blick ins Haus ergaben keinen Verdacht. Und es gab keinen rechtlichen Grund für eine Durchsuchung. Jade beschrieb, was Tom getragen hatte und gab seine Kontaktdaten an. Am nächsten Tag teilten Mitarbeiter des Rehabilitationszentrums der Polizei jedoch mit, dass Tom wichtige Dokumente und Medikamente nicht mitgenommen hatte und sein Telefon seit mehreren Tagen nicht funktionierte. Dies verstärkte den Verdacht. Die Polizei besuchte Jade erneut und diesmal verlief das Gespräch anders. Ihre bisherige Selbstbeherrschung begann zu bröckeln. Während des Verhörs begann sie, sich in ihren Aussagen zu verheddern. Auf die Frage nach ihrer jüngsten Kommunikation mit Tom erklärte sie, dass sie ihre Korrespondenz gelöscht habe, um dieses Kapitel abzuschließen. Diese Aussage machte die Ermittler sofort misstrauisch. Am nächsten Morgen kehrte die Polizei mit einem Durchsuchungsbefehl zurück. Mit der gerichtlichen Genehmigung begannen die Strafverfolgungsbehörden mit einer detaillierten Durchsuchung von Jades Haus und dem angrenzenden Gelände. Die erste Untersuchung brachte wenig Ergebnisse. Keine sichtbaren Spuren von Gewalt, keine Spuren eines Kampfes, keine Blutflecken. Jade, die erschöpft wirkte, beantwortete die Fragen ruhig und knapp und behauptete, sie wisse nicht, wo Tom verschwunden sei. Der mit Kartons und Bauschutt übersäte Hinterhof erregte zunächst keine besondere Aufmerksamkeit. Die Ermittler nahmen die Unordnung zur Kenntnis, gingen jedoch weiter, ohne das Grundstück genauer zu untersuchen. Auch weitere Suchmaßnahmen am selben Tag blieben erfolglos. Der nächste Schritt in der Untersuchung war die Sichtung der Aufzeichnungen der Überwachungskameras der Nachbarn. Auf einer der Aufzeichnungen sahen die Ermittler, wie in der Nacht von Toms Verschwinden ein Auto vor Jades Haus vorfuhr. Später wurde jemand gesehen, der einen in Stoff gewickelten Gegenstand aus der Garage trug. Die Qualität des Videos war schlecht, aber es reichte aus, um ernsthafte Verdachtsmomente zu wecken. Die Polizei kehrte mit der Hundestaffel zum Grundstück zurück. Die Hunde zeigten Unruhe im Hinterhof, was die Ermittler dazu veranlasste, einen Stapel Kisten und Planen, der in einer Ecke der Gasse gestapelt war, erneut zu untersuchen. Unter der Plane entdeckten sie den Rand eines Teppichs und darunter eine in Stoff gewickelte Leiche. Die Entdeckung der Leiche war ein Wendepunkt in dem Fall. Zu diesem Zeitpunkt befand sich Jade im Haus. Die Beamten baten sie, herauszukommen. Zunächst tat sie so, als verstehe sie nicht, worum es ging. Als man ihr mitteilte, dass eine Leiche gefunden worden war, reagierte sie ungewöhnlich ruhig. Keine Panik, keine Tränen, nur angespanntes Schweigen. Der Tote wurde schnell als Tom Marman identifiziert. Obwohl sich die Leiche in einem frühen Stadium der Verwesung befand, stimmten die Kleidung und die körperlichen Merkmale überein. Der Gerichtsmediziner bestätigte, dass der Tod innerhalb eines Tages nach dem Verschwinden eingetreten war. Nun hatten die Ermittler nicht nur digitale Spuren, sondern auch materielle Beweise. Jades Haus wurde vollständig versiegelt. Ihre elektronischen Geräte wurden beschlagnahmt und ihr Nachrichtenverlauf wiederhergestellt. Die Zeit des Vortäuschens war vorbei. Ihr rechtlicher Status änderte sich von Zeugin zu Verdächtigerin. Jade wurde festgenommen und zur Polizeistation gebracht. Ihre erste Befragung fand in Anwesenheit eines Anwalts statt. Sie weigerte sich, eine Aussage zu machen. Sie behauptete, nicht zu wissen, wie Tom gestorben war und bestand darauf, dass ihre Beziehung bis zum Ende gut gewesen sei. Während die Gerichtsmediziner Beweise sammelten, fiel den Ermittlern Jades Telefon auf. Eine kriminaltechnische Analyse ergab, dass sie in Nachrichten Bekannte gebeten hatte, ihr mit Tom zu helfen und ihn zurück ins Haus zu bringen. 2 Empfänger bestätigten, dass sie diese Nachrichten erhalten hatten und sagten aus. Der eine ging, weil er etwas Schlimmes ahnte, der andere weigerte sich, überhaupt auszusagen. In der Notiz-App auf Jades Handy fanden die Behörden eine beunruhigende Einkaufsliste. Handschuhe, Bleichmittel, Plastikfolie, Seil.
Quittungen und Aufzeichnungen von Überwachungskameras bestätigten, dass diese Dinge nur wenige Tage vor Toms Tod gekauft worden waren. Eine weitere Analyse ihres Laptops ergab Suchanfragen zur Wirkung von Schlafmitteln, zu tödlichen Dosierungen und zu Methoden, um einen Menschen ohne sichtbare Spuren zu töten. Auf dem Teppich, auf dem die Leiche gefunden wurde, entdeckten die Kriminaltechniker Toms DNA sowie Fasern seiner Kleidung. Auf der Plastikfolie wurden Fingerabdrücke von Jade gefunden, obwohl sie jegliche Beteiligung bestritt. Die Daten ihres Telefons bestätigten, dass Jade Tom am Tag seines Todes aus dem Krankenhaus abgeholt hatte. Während der Fahrt verschickte sie mehrere Nachrichten, darunter eine, die zum zentralen Beweis der Anklage wurde: „Ich habe ihn. Alles läuft nach Plan." Die äußere Untersuchung der Leiche ergab keine offensichtlichen Anzeichen eines physischen Kampfes. Die Autopsie zeigte jedoch deutliche Hinweise auf Ersticken sowie einen Schlafmittelspiegel, der die therapeutische Norm um ein Vielfaches überschritt. Der forensische Experte kam zu dem Schluss, dass sowohl chemische Sedierung als auch Ersticken die Todesursache gewesen waren. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Ermittler keinen Zweifel mehr. Toms Tod war kein Unfall. Nun konzentrierte sich der Fall auf eine vorsätzliche Tat, die sorgfältig geplant und umgesetzt worden war. Nach Abschluss der Ermittlungen erhob die Staatsanwaltschaft offiziell Anklage gegen Jade Jenks wegen vorsätzlichen Mordes ersten Grades. Der umfangreiche Fall umfasste digitale Beweise, Zeugenaussagen und Gutachten. Der Prozess zog die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf sich. Journalisten waren im Gerichtssaal anwesend. Die Protokolle der Verhöre wurden veröffentlicht und Jades Person wurde zum Gegenstand öffentlicher Debatten. Die Anklage stützte sich auf eine Vielzahl von Beweisen: Nachrichten, Einkaufsbelege sowie Handlungen vor und nach Toms Tod. Der Staatsanwalt erklärte, Jade habe Tom absichtlich in den Tod geführt und anschließend versucht, ihre Spuren zu verwischen. Die Verteidigung betonte hingegen, dass Jade selbst ein Opfer gewesen sei. Jahre emotionaler Ausbeutung durch Tom hätten sie in einen psychischen Ausnahmezustand und in tiefe Hoffnungslosigkeit getrieben. Die Anwälte von Youngs schlugen einen Deal mit der Justiz vor, ein teilweises Schuldbekenntnis im Austausch für eine Strafminderung und die Vermeidung einer lebenslangen Haftstrafe, doch die Staatsanwaltschaft lehnte das Angebot ab und bestand auf der Höchststrafe. Jade hielt ihr Schlussplädoyer. Sie sagte, dass sie sich für das Geschehene nicht schuldig fühle, jedoch bedauere, diese Beziehung nicht früher beendet zu haben. Die Entscheidung der Geschworenen beendete den mehrtägigen Prozess. Nach mehreren Tagen der Beratung fällte die Jury ein einstimmiges Urteil: schuldig in allen Anklagepunkten. Auf Grundlage der Ermittlungsergebnisse, der Beweise und der Zeugenaussagen verkündete der Richter das Urteil: lebenslange Freiheitsstrafe ohne Möglichkeit einer vorzeitigen Entlassung. In seinem Schlusswort stellte der Richter fest, dass Jade trotz ihrer persönlichen Traumata, emotionalen Belastungen und Schocks kein Recht gehabt habe, selbst Recht zu sprechen. Entscheidungen müssten im Rahmen des Gesetzes getroffen werden. Einige Monate später legte Jade Berufung ein, doch das Urteil blieb unverändert. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.